habe zwar geschlagen, aber das zählt wohl nicht. Cool. Dankeschön. Nein, nein, ich will es ablegen. Achso, nee. Ja. Ja, nur wegen... Nein, 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 nein. Nein, nein. First try, first try. Oh, scheiße. Das war nicht so gut geplant. Nein, darf ich wieder... Junge! Darf ich wieder rauf? Komm, schaffst du, schaffst du. Ah, ist so angenehm. Oh! Warum war da eine Bombe? Nein! Ja, warte, 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 warte. Das Beste kommt noch. Das Beste kommt noch. So. Bestaunen Sie meine Flugkunst. Ich habe zwar geschlagen, aber das zählt wohl nicht. Cool. Dankeschön. Nein, nein, ich will es ablegen. Achso, nee. Ja. Ja, nur wegen... Nein, 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 nein. Nein, nein. First try, first try. Oh, scheiße. Das war nicht so gut geplant. Danganronpa.
Und damit einen wunderschönen guten Abend. Danganronpa. So, Danganronpa. Hey, mal. Die Musik war immer noch so laut. Bisschen leiser, ja, dass so die Stimmen. Aber die Stimme hat auch saulaut. Ich glaube, so soll es okay sein. Dass ich wenigstens auch noch was höre. Okay, dann haben wir hier. Load a Game. Fortsetzen. Bei der Untersuchung. Okay. Gut. Dann untersuchen wir. Ja, wir sind hier stehen geblieben das letzte Mal. Jetzt müssen wir ein bisschen untersuchen. So, die Mordwaffe anscheinend. Da ist eine Hantel auf dem Boden und ein Blutfleck. Auf der Hantel ist ein Blutfleck. meinem meinte etwas von einem schweren Schlag auf dem Kopf. Oder dass diese Hantel die Mordwaffe ist. That's right. Ja, ich kann mir keine andere Waffe hier vorstellen. Wie schwer ist die denn? Das dann zu wissen. Ja, Mann. Ich konnte das Leben aus meinem Körper schwinden fühlen. Eine Leiche. Chihiro. Very strange. Oh, ich habe vergessen, da was wegzumachen. Den Blur-Effekt. So, jetzt. Also, je mehr ich gucke, desto komischer wird es. Dies muss Genocide-Checks Handwerk sein. Aber nun... What? Aber wir können uns doch nicht sicher sein, dass das wirklich war. Das sollst du sagen, nicht wahr? Das frage ich mich auch. Okay. Das Wort Blutdurst wurde auf die Wand in Blut geschrieben. Was bedeutet das denn, Blutdurst? Ist auch noch ein bisschen was? Ah ne, ich dachte ja Blut, aber nee. Es muss also ein wenig blutig. Ah doch, doch ein bisschen. Das muss wohl während des Mordes passiert sein. Mhm. Hier der Teppich. Im Teppich ist ein frischer Blutfleck. Muss während des Mordes geschehen sein. Dann rede ich mal mit den Leuten auf. Ich nutze immer diese Umkleidekabine. Nun ist sie ein Teil Chihiros. Aber warum wurde sie in einer Umkleidekabine getötet? Obwohl, wenn ich gerade darüber nachdenke, kann es sein, dass ihre Leiche hierher gebracht worden ist, oder? Sie ist sehr leicht, wohl wahr. Es wäre nicht schwer, sie zu tragen, aber dennoch. Ich glaube, dass sie aus eigenem Willen hierher kam. Wie kannst du das denn glauben? Ich hätte letztlich oft gesagt, dass sie stärker werden wollte. Aber schlussfolgerst du, dass sie hier trainieren wollte? Aber laut der Monokuma-Akte wurde sie ungefähr 2 Uhr nachts getötet. Hätte sie wirklich so spät trainiert? Diese Umkleider wird während des Tages oft von entweder Hina oder mir verwendet. Sie wollte allein trainieren? Obwohl wir sie oft einluden, tauchte sie niemals auf. Also schlussfolgere ich, dass sie uns ausweichen wollte. Und als Alternative wollte sie nachts trainieren? Vielleicht, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass sie alleine gekommen wäre. Sie wollte auf jeden Fall trainieren und stärker werden, aber sie sagte immer, dass sie es nicht alleine tun könnte. Sie brauchte Unterstützung anderer. Also glaubst du, dass sie tatsächlich mitten in der Nacht hierher kam, um zu trainieren? Mit einer anderen Person? Das ist eine Möglichkeit. Okay. Das Kind hatte echt einen Minderwertigkeitskomplex. Du hast Chihiro gehört, wie sie die ganze Zeit sagt, ich muss stärker werden, oder? Ja, hat sie definitiv mehrmals gemeint. Richtig, deswegen ist das hier der Tatort. Aber musste sie wirklich stärker werden? Sie war ein Mädchen. Die meisten außer Sakura sind nicht wirklich stark. Keine Ahnung, Mann. Hab mir keine Gedanken drüber gemacht. Der Grund der Minderwertigkeitskomplexes kann ich ihn bereits... Jetzt können wir woanders fortsetzen. Jetzt schon? What? Die Hinweise werden nicht auf einem Silbertablett geliefert. Wir müssen jeden Aspekt dieses Falls untersuchen. Das stimmt, aber... Let's go. Sag mir, sobald du bereit bist. Das ist so aufdringlich. Ich habe dieses Mal den falschen Partner gefunden. Dann nicht so schnell. So, hier können wir fortfahren. Wie ist der Forum mit dem Mord verbunden? Finde es selbst heraus. Das ist sonst nicht spaßig. Hey, Alter. Das mit dem Reinkommen. Ja, aber ich mich recht erinnere, funktioniert dieser Kartenleser nur mit unseren E-Handbüchern, richtig?
What? Hast du ein Problem damit? Wenn ja, dann kläre das bitte mit Monokuma, nicht mit mir. Danach klatscht er seine Hände. Did you call for me? Hab ich gerufen? Hört auf so etwas. That's right. Marco hat eine Frage für dich. You need something? Schieß los. Ja, es geht um den Kartenleser. Yep. Ja, die Kartenleser wurden so programmiert, dass sie nur mit der Form eurer E-Handbücher agieren können. Man kann zudem nur die Umkleide eines Geschlechts betreten, wenn man die passende Einstellung eines E-Handbuchs hat. Und es ist unmöglich, dass zwei Leute zusammen die Umkleide zur gleichen Zeit betreten, korrekt? Wenn es solch einen fiesen Perversin geben würde, würde diese vollautomatische Minigun ihm den Rest geben. Und die Schulvorschrift verbietet den Verleih eines E-Handbuchs, richtig? Of course. Richtig. Also, das bedeutet, dass nur das jeweilige Geschlecht in die Umkleidekabine kann. Das kann nicht anders sein. Da Chihiros Leiche also in der Mädchenumkleide gefunden wurde, bedeutet das für den Täter, dass... Marco, ich kann deine Gedanken lesen. Meine Gedanken? Ja. Du denkst, dass, weil Chihiros Leiche in der Mädchenumkleide gefunden wurde, der Täter zugefahren ist. So in other words, Also muss der Mörder weiblich sein, richtig? such Gott, bist du ignorance. durchschaubar. Aber ist das falsch? Du solltest besser den Blick auf die Vorschriften werfen, denn du warst schon die ganze Zeit dort. Der Verleih eines Handbuchs ist verboten. Verleihen wäre also bestraft, aber das Ausleihen müsste möglich sein. Ich hätte aber von einem Erben der Togami-Pudding nicht anderes erwartet. Also hast du das Loch einer Vorschrift gefunden. Wenn ich dich kenne, hast du solch ein Loch wahrscheinlich mit Bedacht implementiert, korrekt? Für die Spannung. Das gefällt mich nicht so gut. Wenn die Toten nicht mehr reden können, sind sie keine Leute mehr, sie sind Objekte. Yep. Verstanden? Gut. Warte halt, du sagst, dass es ein Loch sei, aber wenn jemand etwas von jemandem ausleihen möchte, muss die Person es verleihen, also du passt nicht auf. Dir allein zuzuhören macht mich schläfrig. Sei doch mal mehr wie Byakuya. Meine Fresse, Makoto. Keine Fragen mehr, den Rest machst du alleine. That's fine. Tja, ich kenne deine Schwächen bereits, also werde ich dich hier ein wenig unterstützen. Folge mir zur Haupthalle. Haupthalle. Das wird dir helfen. Okay. Hier kam zur Haupthalle. Also, wonach suchen wir? Dass ich das alleine herausfinden muss? Oh Gott. Das ist ein Briefkasten. Könnte etwas darin sein? E-Handbücher? Aber was tun sie hier? Also hast du sie gefunden. Wusstest du, dass sie hier waren, Byakuya? Ich habe sie gestern zufällig gefunden. Es scheint, dass es Tradition ist, dass die E-Handbücher toter Studenten zu diesem Briefkasten geliefert werden. Also gehören diese 3 E-Handbücher Junko, Leon und Sayaka? Bestätige es mal. Danke, Gogo. Ich trinke mal ein bisschen. Ich habe sofort eines der Handbücher eingeschaltet und dass ich das getan habe. Stimmt, das ist Sayakas Handbuch. Verstehst du es jetzt? Das ist der Schlüssel für das Loch, das ich vorher entlarvt habe. Ja, ich glaube, ich verstehe es langsam. Ist ja klar. Schreibe ich dir noch. Wie gesagt, ich wollte ja noch Bescheid sagen, wie es aussieht, ob ich direkt dort bin oder zu dir komme. Wie gesagt, ich weiß ja nicht, wie lange das halt dauert mit dem Gespräch. Da kann ich jetzt nicht viel Einfluss nehmen. Aber ich sag dir Bescheid. Das verstehe ich langsam. Du sollst einen besseren Blick auf die Vorschriften werfen. Die war schon die ganze Zeit dort. Der Verleih eines Handbuchs ist verboten. Verleihen wird also bestraft, aber das Ausleihen müsste möglich sein. Ja, jetzt verstehe ich. Lehrbücher wurden hinzugefügt. What? Na, den Böllet haben ja auch sehr viel gespielt. Müssen wir mal wieder machen. Aber kann passieren. Nicht alles. Es gibt keine unbesiegbaren Decks. Eigentlich. Egal. Halt, was ist? Very strange. Komisch. Eins dieser Handbücher startet nicht. Das ist kaputt. Wessen ist das? Das andere Handbuch hat Junkos Namen gezeigt, als ich es angeschaltet hatte. Dann muss das wohl, was nicht angeht, Leons sein? I see. Würde es Sinn machen.
Schließlich wurde er von tausenden Bällen erschossen. Oh, ja, ich stört mich. Und ich hoffe echt, dass das Buch dann von Avatar ankommt. Es ist noch nicht losgeschickt worden. Ich guck mal, ob ich vielleicht noch morgen anrufe. Na, guck mal. Leon erschossen. Ah, schön. Die Erinnerung wurde plötzlich wieder klar. Die Bestrafung, die zu Leons Tod führte. Die Exekution, die der Drahtzieher plante. Ein herzloser Tod. Du hast recht, es würde mich nicht überraschen, wenn nach so einem Angriff das Handbuch kaputt gehen würde. Da muss man hier... Ich habe keine Ahnung, aber die haben gemeint, die brauchen ein bisschen länger momentan, weil da krass viel zu tun ist. Aber eigentlich von dem Verlag selbst habe ich es bestellt. Das macht keinen Sinn. Es gibt ja auch bei Card Market, wenn jemand da, keine Ahnung von was weiß ich wohin, irgendwas macht, dann ist am nächsten Tag auch gefühlt meistens da. Da kann man jetzt nicht unbedingt sagen, was geht und was nicht. Die haben es halt noch nicht verschickt. Das ist das Ding. Die haben es noch nicht verschickt. Also ist es egal, von wo das kommt. Wenn es noch nicht verschickt wurde, dann kommt es halt auch nicht an. Leider. Ja, das heißt, es würde mich nicht überraschen, wenn nach so einem Angriff das Handbuch kaputt wäre. Damn it! Warte mal. Was dabei sind. Ja, okay. Hey. Making me angry! Okay. Now I'm really angry! Was? Das Jagdbuch ist für jeden Studenten Leben hier wichtig. Richtig wichtig. Deswegen würde es nicht so leicht kaputt gehen. Aber es ist kaputt. That's Wenn ich sage, dass es impossible! nicht kaputt geht, geht es nicht kaputt. Es kann tausende Tonnen aushalten, ist wasserdicht und egal wie viel Pille es abbekommt, es wird nicht kaputt gehen. Aber nun ja, selbst mein hervorragendes Handbuch ist halt eine einzige Schwäche. Ja? I can't hear Aber es ist ein you! Geheimnis. Ich will nicht, dass ihr eure Handbücher zerstört. What? Dann muss Leon wohl sein Handbuch zerstört haben, ohne zu wissen, dass was die Schwäche war, oder? Schwer zu sagen. Aber wisst ihr, also ich glaube, dass sein Handbuch nicht kaputt ist. What? Aber jetzt fragt ihr euch, wie kann das sein? Die Frage ausstehen lassen, verschwand Monokuma. Was ist gerade passiert? Monokuma sagte, dass es nicht kaputt ist, aber es kann nicht gestartet werden. That's fine. Und ich sehe keine Verbindung mit dem Fall, aber es ist wohl erstmal nicht richtig. Das glaubst du? Aber es beschäftigt mich trotzdem. Nun gut, ich glaube, das sollte reichen. Lass uns zur Ermittlung gehen, damit wir das Mysterium lösen. Ja, wir müssen herausfinden, wer Chihiro ermordet hat. Nicht ganz. Nicht ganz? Was heißt nicht ganz? Was meinst du damit bei Byakuya? Sicherlich will ich den Mörder Chihiros entlarven, aber zudem will ich die wahre Identität von Genocide Check erfahren. Dann glaubst du wirklich, dass Genocide Check Chihiro ermordet hat? Don't make me Oder repeat Zweifel ist myself. Genocide Check der Täter dieses Mordes? Der mörderische Teufel Genocide Check, richtig? What? Niemand anderes könnte es sein. Ein mörderischer Teufel, der immer die gleichen bizarren und brutalen Methoden zum Morden benutzt. Er ist wie ein Geist, bildschirmierend und nicht von der Polizei identifiziert werden kann. Und was für einen Spitznamen wurde diesen Übeltäter im Internet gegeben? Genocide Check. Sie sagen, dass er tausende Menschen getötet hat, aber viele glauben auch, dass er eine urbane Legende ist. Außerdem glaubst du, dass solch ein verstörter, komplexer Killer einer von uns ist? Es ist nicht falsch, Zweifel zu hegen. Ich habe etwas, was es beweist, und ich kann es dir zeigen. Dann zeig mal her. Don't make me repeat. Ich habe die Grundlagen, das zu glauben. Achso, hier nochmal. Ich bin wirklich Beweise dafür. Es gibt einen Ort, wo ich dich hinbringen möchte. Er wird dir jeden Beweis geben, den du dir wünschst. It's all clear. Beweise, die now. Genocide Check als Chihiros Mörder befürworten. Beweise? Kann es wirklich sein? Hey, ihr zwei! Ich habe ein Problem, ich brauche eure Hilfe. I don't have time to Ich bin play with beschäftigt, you. lass uns zufrieden. 'Cause, I mean, Aber es ist ein Notfall. Komm schon, bitte helft mir. Was ist los? Es please. ist nicht ein Notfall, bitte. Ihr müsst mir helfen. Beruhige dich, okay? Ganz ruhig. 'Cause, I mean, Aber es ist ein Notfall. Um was geht's denn? well, Etwas ist mit Toko falsch. Sie verhält sich richtig komisch. Und sie hatte sich auch schon vorhin bei ihm benommen. Was soll wir tun, Byakuya? Very strange. Da es Toko ist, muss ich zugeben, dass ich neugierig bin. Ich schätze, wir sollten es uns ansehen.
Sicher? Don't make me Ich repeat werde mich nicht myself. wiederholen. Das habe ich nicht erwartet, dass... Ich war mir sicher, dass er so etwas abgelehnt hätte. Yeah. Okay, los geht's. Warte, Hina. Let's go. Sie wird wahrscheinlich zu den Schlafzimmern. Also wird es wahrscheinlich um Tokos Zimmer gehen. Stimmt. Ist Toko hier drin? Was für ein Notfall. Warte mal, lass mal klingeln. Klingeln? Hey, aber... Achso. Seid viel zu langsam. Du bist einfach zu schnell. Also, was ist der Notfall? So, Nur nach dem, was in der Umkleide passiert ist, ließen wir Toko in ihr Zimmer, damit sie sich hinlegen konnte. Nach einer Weile wollten wir nochmal sehen, ob es ihr gut geht, aber als wir das getan haben... Ja, es wollte nicht rauskommen und sagte immer dieses komische Zeug. Was für Zeug? That's fine. Wir sollten versuchen, selbst mit dir zu reden. Ja, gute Idee. Versuchen kann ich es ja zumindest. Die Tür ging auf, langsam und ruhig. Heiliger. Negative Aura aus dem Raum fließend überraschte mich. What? Was? Oh, nothing. It's just that Hina was really worried about you, holding yourself up in your room. leave me alone. Yeah, sure thing. But could you open up just for a second? Won't allow it. Huh? I won't let Genocide Jack have control. Danach schloss sie rapide die Tür. Was war das? Das war schon die ganze Zeit, als ich jetzt letztlich die Türklinge betätigte. Ich werde den Mörder überwältigen, den mörderischen Teufel überwältigen. Das macht ja keinen Sinn, oder? Ich hatte Angst, sie dort alleine zu lassen, also hatte ich versucht, die Tür zu zerstören. Aber das drückte gegen meine Kraft. Die Tür bewegte sich kein bisschen. Toko sich solch eine Angst, dass sie sogar die Tür blockierte. Denkt sie das gleiche wie Byakuya? Glaubt sie auch, dass Genocide Jack der Serienmörder Chihiro ermordet hat? Und deswegen Toko so ängstlich? But Jedenfalls mache ich mir Sorgen. Gibt es niemanden, der sie überzeugen könnte? Du? Hey Byakuya, glaubst du, dass du sie fragen könntest? Es muss aus ihrem Zimmer kommen. That's fine. Was auch immer. Du willst mit ihr reden? Du kannst doch nett sein, wenn du willst. Byakuya stand vor der Tür, keine Geräusche verursachend und klingelte an dieser. Ein paar Sekunden später. what do you want? Nicht in Ruhe, ihr seid so nett. Cool. It's Byakuya. Tut mir leid, ich konnte unser Versprechen nicht halten. Mach dir keine Sorgen, nie mehr. Unser Jack wird nicht mehr die Kontrolle haben. Und danach flog die Tür zu. Selbst Byakuya konnte es nicht schaffen. Mehr gibt's nichts zu tun. Wir setzen damit unsere Ermittlung fort. Halt! Byakuya, was war das gerade? Versprechen? What? Ach, das weiß ich nicht. Höchstwahrscheinlich wieder eine ihrer Fantasien. Aber Stop wenn ich talking. sage, dass ich davon nichts weiß, weiß ich davon nichts. Hina kann sich um sie kümmern. Na klar, ich bleib hier und pass auf sie auf. Let's go. Und dann los. Und aufeinander zu warten, ging Byakuya weg. Byakuya! Und ich folgte ihm. Ich versuchte ihn mehrere Male währenddessen anzusprechen, aber er hatte niemals geantwortet, geschweige denn sich umgedreht. Er hörte einfach nicht auf, zu gehen, bis er sein Ziel erreicht hatte. Endlich gelang er zu einem bestimmten Raum. Die Bücherei? Komm, lass uns gehen. Okay. Ist der Beweis, dass Genocide Jack der Mörder ist, wirklich in der Bücherei? Don't make me repeat Ich werde mich nicht myself. wiederholen. Okay. Der Ernst der Bücher? Dort gibt es keinen Beweis. Ja, ich würde aber... Ja, ich würde das hier nehmen. Ne, das gehört nicht dazu anscheinend. Oh, stimmt, die Tür wollte ich mir auch untersuchen. Wenn ich mich richtig erinnere, ist auf der anderen Seite dieser Tür... Ist das da schief? Okay. Dorthin? Let's go. Das wird bald alles Sinn ergeben. Ja. Oh, es sind viele Bücher und Akten. Und so viel Staub auch. So in other Ich würde words, sagen, dass der Raum so wertvoll ist, dass er den Staub würdevoll tragen darf. Okay.
Ich kann einfach mal durchgucken. Auf diesem Regal wurden so viele Akten getan. Was ist denn bloß in diesem? That's enough. Diese Dokumente sind gefährlich. Gefährlich? Sie berichten über die Menschen, die die Welt aus den Schatten herleiten. Eine gefährliche Wahrheit. Meinst du Mitglieder einer geheimen Sekte? Nein, ich meine den geheimen Rat, der die Welt leise beeinflusst. Die echten Einfluss besitzen. Wenn du bereit bist, für diese Information zu sterben, dann schlage eine Akte auf. Du wirst es bereuen. Du willst dich doch veräppeln, oder? Will ich das? Ich lasse einfach mal los. Na gut, dann gucke ich mal hier rein. Eine Holzbox. Sie ist leer. Verdammt. Obwohl etwas anscheinend hier drin war. Die Umrisse des Staubes zeigen doch. Dort war ein Verlängerungskabel. Das war ziemlich nützlich. Genau, das Verlängerungskabel. Natürlich. Dann halt nochmal hier. Das Regal ist mit sämtlichen Akten überladen. Ich nahm eine, zufällig. Du hast ein scharfes Auge. That's right. Das ist der Bericht des Attentates auf den Präsidenten. Das Original wird in der Nationalbücherei aufbewahrt. Es wird für die nächsten 30 Jahre nicht deklassiert. Möchtest du diesen wirklich jetzt anschauen? Es ist unmöglich zu sagen, auf wessen Fadenkreuz du für solch ein Wissen gelangen wirst. Sofort lage ich die Akte wieder dorthin, wo sie war. Hinter ihm auch. So. Im Bücherregal sind sehr viele dicke Akten. Wenn du eine Akte lesen möchtest, werde ich dir eine kleine Warnung geben. Diese Dinger sind nämlich mit sehr grafisch verstörenden Fotos von Tatorten bestückt. Gemeine würden sich normalerweise das niemals anschauen, also Vorsicht. Was meinst du damit? Also alle Akten sind Ermittlungsberichte einiger Fälle. Alle Dokumente hier sind nur für die Polizei sichtbar. Normale Menschen sollten eigentlich keinen Zugriff haben. Okay. Was ist denn da oben? Hä? Das ist eine Kamera, okay. Wenn du dich genau umsiehst, weißt du warum. Okay, dann ist noch die Lampe. Das ist eine Lampe, eine Tischlampe. Ach ja, es ist dieselbe, die von Bergler benutzt wurde, um in der Bücherei lesen zu können. What? Hast du ein Problem mit dieser Lampe? Sie war hier, bevor ich sie benutzt hatte. Weil es dort so dunkel ist, dachte ich, dass es mir gut nutzen würde. Und tatsächlich. Also, verstehst du endlich die Pracht dieser Bücherei? Der einzige Grund, weshalb ich an der Bücherei interessiert war, war dieser Raum hier. Es ist das Haus. Es ist das Zuhause von klassifizierten Staatsdokumenten, Polizeiberichten, Dingen, die niemand zu Gesicht bekäme. Das ist nicht beeindruckend. Das kann nicht echt sein, oder? Such Das ist ignorance. euer Problem. Alles, was nicht in eure Realität passt, wird als Lüge abgestempelt. Nun, das ist es nicht, aber nun ja, ich meine, das ist einfach so viel. Wie konnte jemand alles hier überhaupt zusammensetzen? Es zeigt die wahre Kraft Hopes Peak, oder nur vielleicht möchte uns der Drahtzieher hier mit genug Material zur Unterhaltung bereitstellen. Das bringt nichts, ich kann es nicht glauben. Das ist einfach komisch. Was ist? Kannst du immer noch nicht daran glauben? Und du? Wie kannst du denn alles glauben? Das ist normalerweise nicht möglich. What? Was meinst du normalerweise? Normal, durchschnittlich, ordinär, einfach. Diese Dinge existieren in der echten Welt nicht. Wenn du es nicht verstehst, was sie eigentlich so repräsentieren, kannst du die Natur der wahren Welt nie erfassen können. Was? Zudem benutzt du das Wort normal für das, was dein Allgemeinwissen entspricht. Warum willst du denken, dass dein Allgemeinwissen auch auf mich zutrifft? Die gesammelten Dokumente hier sind alle echt. Ich habe sie mehrmals überprüft, ohne Zweifel. Halt mal, willst du sagen, dass du bereits alle Dokumente gelesen hast und das mehrmals? Aber all dies ist doch richtig geheimes staatliches Zeug, oder? Also warum? Meine Familie hat einen ähnlichen Leseraum. Und da ist natürlich größer und sauberer. Mitglieder der Tokame-Familie haben Zugriff zu jeglichen staatlichen Dokumenten. Das schließt äußerliche Kräfte als auch innerliche Kräfte mit ein. Ist das möglich? So in other words, Ich hab's dir bereits gesagt, es gibt einen geheimen Rat, der die Welt aus dem Schatten her bewegt, kontrolliert. Meine Familie ist ein Mitglied des Rats. Und ich besitze das Blut, das mir erlaubt, die Welt so zu drehen, wie es mir beliebt. Aber damit ich solch ein Diktator werden kann, muss ich alle Stufen der Welt in- und auswendig können. Sofern ich also Zeit habe, überprüfe ich jedes Material, was mich interessiert. Weswegen ich sagen kann, dass ohne einen Zweifel alle Akten, Dokumente etc. hier echt sind. Der gehört sich mittlerweile gefährlicher als der Drahtzieher an. Und das, was mich am meisten interessiert, das sind die polizeilichen Ermittlungsberichte des kalten Falles. Da musst du Twitch fragen. Du musst halt einfach länger da bleiben. Aber du bekommst mehr, weil dir letztens, vor einer Woche glaube ich, ein Sub geschenkt worden ist. Da bekommt man schon gar mehr.
Aber wie gesagt, da muss man einfach im Stream bleiben. Diese Berichte zu lesen war schon immer ein Hobby von mir, sobald ich lesen konnte. Die perfekte mentale Übung. Ich habe bereits mehr als ein paar Fälle gelöst, als ich sie durchgelesen hatte. Und aus diesen Berichten gab es einen besonderen Fall, der mein Favorit war. Der Genocide-Check-Fall. Spiracula redete nochmal eine spezifische Akte aus dem Bücherregal hinter sich. That's right. Dies hier ist die komplette Sammlung. Jeder Bericht, der auf Genocide-Check zurückführt, wurde hier aufgelistet. Da es zu viele sind, würde ich die Hauptpunkte kurz zusammenfassen. Beginnend gibt es zwei Charakteristiken eines Genocide-Check-Mordes. Die erste Charakteristik: an jedem Tatort ist das Wort Blutdurst vorhanden geschrieben, mit dem Blut des jeweiligen Opfers. Und die zweite Charakteristik: jedes Opfer wurde in irgendeiner Art und Weise aufgehängt. Blutdurst, aufgehängt. Genau das gleiche ist mit Shiro passiert. Halt deinen Atem, das Beste kommt noch. Die zweite Charakteristik besagt, dass jedes Opfer irgendwie aufgehängt wurde. Nur die Polizei oder höhere Mächte wissen davon. Die Medien konnten sich einen Fakt nie verbreiten. Oder solch ein Fakt. Ja? Anders gesagt, niemand in den Nachrichten, niemand im Internet, kein Gemeiner wusste von diesem Fakt. Nur Schlüsselbeamte und der Mörder selbst wussten diesen Fakt über jedes Opfer. Und wenn wir mit diesen neuen Informationen Shiros Leiche erneut betrachten, werden wir schnell erkennen, dass alle Charakteristiken zutreffen. Aber wie konnte der Mörder über das Aufhängen der Opfer wissen? Entweder halt gelesen. Ne, hier gelesen vielleicht zufällig. Oder wusste es? That's right. Das ist die Schlüsselfrage. Aber die Antwort ist recht einfach. So in Der other Täter words, ist kein Nachname. Das ist der echte Genocide-Check. in other Das words, ist der Beweis genug, dass Genocide-Check sich unter uns versteckt. Wenn das Genocide-Check wirklich läuft, solch ein brutaler, kalter Killer wirklich unter uns? Wird auf jeden Fall interessant, nicht? Ich dachte niemals, dass ein Mörder mit solch einem Rang Teil unseres Spiels wird. Nun, denkst du nicht, dass es gut wäre, alle von mir bereits gesehene Dokumente zu begutachten? Du könntest vielleicht ein oder zwei Beweise finden. such Wenn du auf ignorance. deine Knien gehst und mich anbittelst, werde ich dir sie vielleicht zeigen. Byakuya, bezüglich der Genocide-Check-Akte, könntest du sie mir bitte zeigen? That's fine. Du hast ja nicht gebettelt, aber in Ordnung. Schau es dir an, aber nimm es nicht mit. Top Secret. Byakuya gab mir die Akte und ich durchblätterte diesen mit nervösen Fingern, langsam aber sicher. Plötzlich stoppte meine Hand. Ja. Ich habe eine Seite erreicht, wo Fotos von allen Tatorten aufgezeichnet wurden. Die Namen der Opfer von Genocide-Check gehen seitenlang weiter. Ken Harada, Tetsuhiro Honda und so weiter. Es hat kein Ende, aber eines wurde klar, dass ich das las. Alle Opfer wurden auf die exakt gleiche Art getötet und aufgehängt. Und bei jedem Tatort wurde das Wort Blutdurst mit dem Blut des Opfers geschrieben zurückgelassen. Jetzt schau dir die nächste Seite an. Dort wirst du etwas Interessantes finden. Die nächste Seite? Identitätsanalyse Resultate. Alle Morde wurden entweder in der Nacht, an Wochentagen oder nachmittags in den Ferien ausgeübt. Die üblichste Zeit eines Mordes ist ein Nachmittag in den Ferien. Daraufhin ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Täter ein Student oder Schüler ist, sehr hoch. Beweise lassen darauf schließen, dass der Täter erst später den Tatort verlässt, allerdings panisch. Der Grund ist unbekannt. Allerdings könnte es sein, dass der Übeltäter entweder an der Identitätsstörung ist oder Amnesie handelt. So in other words, Die Amnesie ignorieren wir. Es ist wichtig zu wissen, dass Genocide-Check vielleicht eine gespaltene Persönlichkeit hat. Eine gespaltene Persönlichkeit? Somit bin ich Teil einer unglaublichen Geschichte. Aber das alles hier ist noch unglaublicher als alles andere vorher. Oder vielleicht doch nicht? Keine Ahnung, mein Verstand ist mittlerweile noch nicht mehr vorhanden. Oh, krass. let's go. Na gut, gehen wir. Wohin? Wir haben unsere Ermittlung hier beendet, ja? Warte, Byakuya. Wie üblich kehrte Byakuya mit dem Rücken zu und ging weiter, ohne auf eine Antwort zu warten. Hier werden wir uns aufteilen. Ich muss noch eine Sache erledigen.
So plötzlich. I don't have time to Dann play wieder mit with einem you. nervigen Missverständnissen auf. Wir können nicht die gesamte Zeit zusammen ermitteln. Nimm es lieber in dir selbst in die Hand, stelle die Ermittlung selbst fertig. Goodbye. Bis gleich. Und somit war er fort. Er ist genauso schnell verschwunden, wie er aufgetaucht ist, als er mich zur Ermittlung zwang. Letztendlich habe ich mich wie ein Spielzeug gefühlt. Aber zur gleichen Zeit habe ich einige wichtige Beweise dank ihm gefunden. Nur seit Jack hat Chihiro getötet. Und dieser mörderische Teufel ist einer von uns. Aber wer? Ich muss es wissen. Egal, was ich dafür tun muss. Und um das zu tun, muss ich zu einem Ort zurückkehren. Ich muss zur Kabine der Mädchen zurück. Und vielleicht muss ich auch in die Jugendkleide checken. Und die anderen haben vielleicht auch ein paar Informationen herausgefunden. Ich sollte sie mal ansprechen. Ich muss alles wissen, was es zu wissen gibt. Okay. Das glaube ich schon mal gesagt. Dann gehen wir mal zur Jungsumkleide. Und dann noch zum Mädchen, ja. Oh, hi. Da, 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 da. Ich habe einen Beweis gefunden, der die Identität des Täters entlarvt. I feel as Oder if das Level up. Beweis, hast du was gefunden? Das kann ich noch nicht sagen. That's Aber it. ich garantiere Ihnen, I'm dass sure of it. er den Atem des Täters entreißen wird. Bist du dir sicher? Ja, Frau Ludenberg hat es auch gesagt, dass er etwas Wichtiges erfahren hat. Wirklich und was? Well, Sie wollte es mir nicht sagen. let's Die Mädchen see. hängen sich die Jungen, die sie mögen, richtig? Und wo ist sie gerade? Der Lagerraum in ihrem Schlafareal. Sie war da und zur gleichen Zeit war sie nicht da. Was wird es denn sein? Lagerraum, okay, merke ich mir. Oh, was ist das denn? Der Teppich ist ein seltsamer Fleck. Was ist das? Aha, okay. Dieses Poster, es zeigt die berühmte Boygroup Tornado? Aber irgendwie passt es hier nicht rein, oder? In die Umkleidekabine der Jungen. Muss hier wohl der Pool sein. Ah. Richtig cool. Aber hier gibt es, glaube ich, nichts. So, mal zurück. Warum ist eigentlich eine Boygroup mit einer Jungsumkleide? Warte, meine Mädchen war doch was anderes. Darum. Das ist das blutige Poster, das Blut sticht heraus, aber dieses Supermodel kann man auch gut sehen. Ein Mädchenkleid ist allerdings nicht der Ort, wo man solch ein Poster finden würde, oder? Warte mal, das ändert mich. Das Poster in der Mädchenkleide. Irgendwas ist definitiv seltsam hier. In der Umkleidekabine der Jungen gibt es ein Poster einer berühmten Boyband. Und in der Umkleidekabine der Mädchen gibt es ein Poster eines Models. Wurden die Poster vielleicht umgetauscht? Aber warum? Was würde das denn bringen? Da sollte ich mich ja mit jemandem reden, der sich besser über die Umkleiden auskennt. Oh Mama. Ich habe schon nicht geredet. Hey Kyoko, konntest du mit deiner Ermittlung Fortschritt erzielen? Indeed. Ja. However, Aber ich muss los. Es gibt etwas, was ich tun muss. Etwas? Was musst du denn tun? well, Nichts, was dich interessiert. Fokussiere dich einfach auf den Mord. Aber so then, bevor ich gehe, möchte ich dir einen Hinweis geben. Du solltest Chihiros Körper erneut untersuchen. Vollständig. Außerdem fehlt ihr Handbuch. Vielleicht willst du dessen Standort herausfinden. goodbye. Wir sehen uns später. Damit ging Kyoko aus der Umkleide heraus. Dann werde ich mal den Körper mir erneut ansehen. Und Chihiros Handbuch fehlt? Ich glaube, da sollte man sich wirklich Gedanken machen. Aha. Ja. Kyoko sagte, dass ich mir erneut die Leiche ansehen sollte. Ich weiß, dass sie vollständig sagte, aber ich werde nicht zu weit gehen. Okay, ich gebe mein Bestes. Chihiros Hände wurden mit einer Art Seil verbunden. Das Seil wurde benutzt, um sie in der Kreuzigungspose erscheinen zu lassen. Hä? Das Seil hat einen Stecker? Warte, also ist das gar kein Seil. Aber das ist nicht das Einzige, was mir Sorgen bereitet. Chihiros fatale Wunde, der Todesgrund, ist ein Schlag auf dem Kopf. Das bedeutet, dass jemand ihr auf den Kopf schlug, um sie zu töten. Das ist richtig, es gibt ein Problem mit dem Aufhängen und der fatalen Wunde. Zuerst dachte ich, dass es nicht wichtig wäre, aber nachdem ich durch Genossheit Checks Akte blätterte, stimmt etwas nicht, oder? Was bedeutet all dies? Status der Leiche. Okay.
Nun, der Schlüssel, um alle Mysterien zu verbinden, die wahre Natur des Seils. Ich muss zu einem bestimmten Ort, damit ich es mir erneut ansehen kann. Zudem würde es helfen, wenn ich mir erneut die Akte von Genocide Jack durchlese. Und werde ich auch mal speichern. Für den Fall. Oh, das war nur... Oh, Skript. Oh, da wollte ich jetzt nicht hin. Was genau ist halt Check? Als sehr viele Menschen getötet und mittlerweile wurde bestätigt, dass er immer wieder einem ähnlichen Muster tötet. Okay. Bei deinem Mord hinterlässt er immer das Wort Blutdurst. Dieses wird meistens mit dem Blut geschrieben. Höchstwahrscheinlich ist Genocide Jack ein Student, der an dissoziativer Identitätsstörung oder Amnesie leidet. Oh Gott. Hallo. Hallo. Ich habe gerade gesehen, wie geht's voran? Mit Amaro und Wenn. Das spielt eigentlich, was ich mir fragen wollte, spielt Amaro auch schon länger oder erst seit kurzem? Und dann haben wir auf jeden Fall eine große Gruppe am Start. Das ist sehr cool. Ich hoffe, er kommt mir gut voran. Mal mit euch. Das Kind hatte einen echten Minderwertigkeitskomplex. Achso, ja, das habe ich ja schon gemacht. Okay. Also das Spiel auch mal, aber dann kein Geld mehr, aber ist noch ein... Okay, ja. Wie gesagt, weiß ich, ob ihr gerade callt, aber kann mal gern Bescheid sagen oder ich kann Amaro schreiben. Wenn was ist, kann ich ja helfen. Gehen wir zurück. Hä? Wieder zurück. Ah, hier ist noch was. Oh. Vergessen. Bin ich nicht in einem Call. Ah, okay. Hätte es sein können. Weil Amaro hat eigentlich auch Danganronpa gemocht. Weiß nicht, ob Amaro das schon gesehen hat. Verbringst sehr viel Zeit in der Umkleide, richtig? Ich habe sie jeden Tag benutzt, als sie offen wurde. Lina und ich benutzen sie zusammen. Stimmt, dich habe ich auch, könnte ich auch fragen. Okay, kann ich dir etwas fragen? Glaubst du, dass die Poster der beiden Umkleiden eventuell ausgetauscht wurden? Leider, das weiß ich nicht. Ich habe nicht auf sie geachtet. Verstehe. Aber da gibt es etwas, das mich beschäftigt hatte. Ich trinke gerne immer einen Proteinkaffee nach meinen Übungen hier in der Umkleidekabine. Ja, ein Proteinkaffee? Im Lagerraum, ja. Obwohl es nicht die höchste Qualität besitzt, aber eine große Auswahl habe ich hier nicht. Ich vermische das Proteinpulver mit Kaffee und trinke ihn, nachdem ich mit meinen Übungen fertig bin. Jedenfalls habe ich gestern etwas von dem Kaffee auf dem Teppich verschüttet. Es gab einen Fleck. Ein Fleck? Aber ich sehe auf dem Teppich keinen Fleck. Richtig. Mir ist es vorhin aufgefallen, der Fleck ist verschwunden. Ich könnte davon ausgehen, dass jemand ihn entfernt hat. Aber der Teppich ist so unnatürlich sauber, als ob dort niemals ein Fleck gewesen wäre. Okay. Okay, haben wir wenigstens das. Bam, 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 bam. Und vielleicht mache ich das später nochmal Dings fertig. Die Hildebrand-Quest. Bin mir noch 2 Quests. Dann bin ich durch. So, also Lagerraum noch. Und vielleicht finden wir nochmal China. Vielleicht auch mit dem Bus eine Ahnung hat. Und ja, die spricht auch mal an. Vielleicht hätten wir ja doch unsere Geheimnisse sagen sollen. Verdammt, tut mir leid, Chiro, nur weil ich nicht stark genug war. Achso, okay, du machst dir nur so uns schlechtes Gewissen. Sorry. So, Lagerraum war ja hier. Ah, bist du. Celeste, was hast du hier? Dieser Lagerraum ist beeindruckend. Er hat alles, was man benötigen würde. Von Lebensmitteln bis zur Kleidung, sogar Handtücher und ein endloser Vorrat. Mein Favorit. Das verstehe ich, aber hast du irgendwas gefunden, was mit dem Fall zu tun hat? Most Ich unfortunate. dachte mir schon, dass du das fragen würdest. Ich hatte das, wenn ich über das Lager hier sprach, dich ablenken könnte, aber es war vergebens. Was hast du nichts gefunden?
Doch, und ich werde es nur dir sagen. Actually, Letzte Nacht sei Chihiro hier. Was? Wirklich? indeed. Es geschah vor der Nachtzeit. Hmm? Ja, was gedenkst What du are so? you doing out this late? Oh, I was just... Are you planning to go exercise, perhaps? What? How did you know? Because I can see a blue track jacket sticking out of that duffel bag you're carrying. Oh, you're right. Thanks. Well, I'd better get going. I'm kind of in a hurry. Ja. Die stopfte die Jacke in die Tasche, als ob sie sich verstecken wollen würde. Und danach ging sie. Yes, Ich dachte, indeed. dass sie einfach für morgen ihre Sachen vorbereitete, aber anscheinend hatte sie die Nachtregel gebrochen und ging direkt zur Mädchenumkleide. Wenn sie die Regel nicht gebrochen hätte, hätte sie überleben dürfen. Verdient. Also, Chihiro ging in die Mädchenumkleide sehr spät, damit sie in Ruhe trainieren konnte. Aber das Komische daran, am Tatort gab es keine Jacke oder Tasche, wenn das Celeste gesprochen hatte. Was bedeutet, dass der Täter diese beiden Gegenstände irgendwie loswerden musste? Warte mal. Vielleicht wieder bei der Verbrennungsanlage? Mal gucken. Ja, nicht so aus. Das ist der Müllraum, aber da das geht, das kann ich nicht rein. Jedenfalls hat es nichts mit dem Fall zu tun. Ja, okay. Es sein können. So, warte mal, wo ist denn Hina? Nach der Karte. Da ist Hina, in der Küche, in der Mensa. Vielleicht was hier was wegen den Postern. Oh, Hina, wie geht's, Toko? Nichts hat sich verändert. Sie will nicht herauskommen und murmelt die ganze Zeit etwas über Genocide Jack. Also habe ich sie einfach dort gelassen. Du hast sie dort gelassen? Ja, ich hatte langsam etwas Hunger. Aber keine Sorge, ich werde schnell wieder zurückkehren, sobald ich fertig bin. Toko ist nicht gerade nett, aber trotzdem mache ich mir Sorgen. Was isst du denn da? Ein Donut natürlich. Natürlich. Es gibt zwei Sachen, die Gott erschuf. Das Weltall und Donuts. Ernsthaft. Ich hätte, dass Chihiro gerne mehr Donuts gegessen hätte. Vielleicht ist das ja meine größte Reue. Hätte mehr Zeit mit dir verbringen sollen. Mit wem hat sie überhaupt Zeit verbracht? Well, Ja, das war ein bisschen komisch. Sie wollte nie mit Mädchen sprechen. Sie wollte fast sogar Abstand halten. Sakura sagte etwas Ähnliches. Sie meinte, dass, obwohl ihr sie oft anludet, Chihiro nie mit euch trainieren ging. yeah, totally. Ja, wohl war es. Aber das war nicht nur wir. Sie wollte nie etwas mit Mädchen zu tun haben. War sie einfach schüchtern? Kein Plan, sie war immer bei den Jungs. Ist es nicht etwas komisch, dass man bei den eigenen Geschlecht schüchtern ist, aber das andere ist total okay? Warte, vielleicht wollte sie eine richtig geile Zeit... Man sagt, stille Wasser sind tief. Hina. Ah, Mann. Ich bitte dich. Ich sag jetzt so gar nichts. Ne? So. So. Mal, wo wir noch wen haben. Yakuya. Oh, da war ich noch nicht. Also mit dem habe ich nicht gesprochen. Wo bin ich hier? Ach ja. Oh, hey, Makoto, was geht? Ich habe nicht vor, das ist klar. Ich wollte niemals in den Briefkasten gucken. Das ist ein Briefkasten und darin die E-Handbücher von Sayaka, Junko und Leon. Scheint, als ob alle Handbücher toter Studenten hierhin geliefert werden. Es wird nur besagt, dass der Verleih verboten ist, aber das Ausleihen ist erlaubt. Zudem will Leons Handbuch nicht starten, aber laut Monokuma sei es nicht kaputt. Hat dies wirklich nichts mit dem Fall zu tun? Mal gucken.
So. Warum ist denn Ausrufezeichen? Kann ich noch was nachgucken? Schief. Anscheinend. Wieder mal eine Jungsumkleide. Das ist dieser Fleck halt, ne? Durch das ist ja mal Fleck. Was ist das? Ja, das wissen wir jetzt, glaube ich, auch. Aber sonst. Nee. Ich guck mal, ich nehme mal einen Pool um. Noch eine Sache. Vielleicht ist es nicht eine Spinne im Beweis. Ich schätze nicht. Oh, eine Münze. Sonst ist hier halt gar nichts. Was? Das ist denn der Stuhl? Naja, dann gehe ich glaube ich nochmal in die Bücherei. Okay. Ach stimmt, das Kabel. Muss ja von hier sein. Oh, ich sehe es jetzt. Dort ist sehr viel Staub. Vielleicht gibt es eine Art Beweis. Ich schätze nicht. Ja doch, ich glaube das... Warte mal, oder ist da ein Stecker? Das ist das Verlängerungskabel. Bücherregal ist von dicken Büchern befallen. Nein, ich schätze nicht. Kein Beweis. Okay. Ich möchte die Lampe. Also, Lampe anklicke. Lampe will nicht angehen. Ah, sie ist nicht mit Strom versorgt. Das Kabel der Lampe ist nicht lang genug, um die Steckdose von ihr zu erreichen. Aber das letzte Mal, als ich sie gesehen habe, war sie an. Also, wie geht das? Ah, richtig. Berko hat ein Verlängerungskabel benutzt. Aber hier ist es nicht mehr. Ich frage mich, ob... Wir wissen doch, wo es ist. Sonst die Tischlampe. Oh, eine Münze. Okay. Das Verlängerungskabel wurde ja dann benutzt, um Chiro dann aufzuhängen. Sonst ist sie halt nicht mehr Wichtiges, glaube ich. Oh. Ich weiß nicht. Aber ich kann nicht raus. Warte mal. Ah, hier muss es doch was geben. Okay. Hier. Guck mal hier. Bücherregal. Sehr viele Bücher. Gibt es Beweis? Nein. Aber eine Münze. Also, ich meine, das habe ich ja schon gelesen. War die Hauptfigur schon eine Weile keine Akademie mehr. Aber es geschah nicht letztlich. Sie war schon seit einem Jahr inaktiv. Der Drazi hatte wahrscheinlich diese verlassene Akademie für sein Mordspiel heimisch übernommen. Deswegen finden wir auch keine anderen Studenten. Und dann gibt es dieses Problem, das die Akademie schließen ließ. Gibt es eine Verbindung? Das Drazi als Motiv. Wenn wir es rausfinden können, dann haben wir vielleicht eine Chance. Und ist das vielleicht wirklich helfen, hier zu entkommen? Oder? Ja, vielleicht. Wie viele Bücher? Gibt es einen Beweis? Nein. Eine Überwachungskamera. Und halt ein Bildschirm. Aber sonst... Ich habe schon eigentlich alles nachgeguckt. Hier ja auch. Ja, muss ich mal hier reingucken.
Aber so eine Kamera. Nee, sie ist doch. Ah, sie ist weg. Achso, wir wollen das Buch nochmal nachgucken. Stimmt, ich dachte jetzt einfach nur in den Beweis nochmal. Hat jemand sie aus dem Archiv genommen? Und der Einzige, der so etwas tun würde, ist Byakuya? Ah, das Buch. I'm getting tired of waiting. Shall we just plunge right in? It's the moment you've all been waiting for! The class trial! Okay, schreibe ich mal kurz. You remember where to meet, right? Please go through the red door on the first floor of the school. See you soon! Es beginnt, oder? Ja, es beginnt bald. Die rote Tür ist dort hinten. Also ist jeder bereit, dass... Was? Bin ich blind oder fehlt jemand? Yo. Ja, Toko fehlt. Und Toko ist... Du erinnerst dich wirklich nicht? Scherz. Wie könnte ich die solch einen Wald vergessen, Mensch? Ich sehe eine Schlüsselperson im Class Trial heute. What are you gonna do? Okay, werde ich sie holen, egal ob sie schreit oder heult. Bitte einen Moment. Die Friese. Ja, ich meine, es ist ein Anime. Was für ein Platz. Ein paar Minuten später tauchte er wieder auf, Toko hinter ihm. Ich sagte ihm, dass ich nicht wollte, aber er zwang mich. Ich kann nicht glauben, dass... Furchtbar bist du. Ja, jetzt ist also jeder hier, richtig? Na dann, ab in den Aufzug und los geht's. Ich erwarte euch schon. Let's go. Also, wollen wir Zeit, den Mörder zu finden. Chihiro Fujisaki. Sie war so sanft, ruhig und fromm. Niemand hatte Probleme mit ihr. Und jemand tötete solch ein Mädchen. Und diese Person ist einer von uns. Jemand, der hier steht. Wir haben keine Wahl, oder? Wir müssen das tun hier. It's true. Ja. Ich bestätige Ihre Antwort mit einem Nicken. Mit einem letzten tiefen Atemzug bewegte ich mich in den kalten Aufzug. Jeder Schritt erhöhte meinen Puls. Und als endlich alle angekommen sind, begann der Aufzug herunterzufahren. Ich konnte meine Gefühle nicht kontrollieren. Ich konnte nicht aufhören, mir das Schlimmste auszumalen. Die Starbucks begann langsam zu senken. Jede Sekunde war ein dumpfes Geräusch zu hören. Und je tiefer wir kamen, desto größer wurde meine Angst, die Angst vor dem Mörder. Der Aufzug war allerdings gegen solche Gefühle immun. Er behielt das gleiche Tempo. Bis er starb. Was denkt ihr? Ich habe umgebaut. Ist es nicht fresh, aufregend? Ich finde unsere Zeit nicht mit dummen Fragen. Beginnen wir die Diskussion. Gut, du bist bereit. Ich weiß es ja doch. Ich muss sagen, eine Art gefällt mir. Na dann, das Class Trial beginnt. Bitte bestellt euch auf eure Podeste. Und so öffnete sich der Vorhang erneut. Eine tödliche Beurteilung, ein tödlicher Betrug, ein tödlicher Verrat, eine tödliche Wahrheit. Tödliches Rätsel, tödliche Verteidigung, tödliche Hoffnung. Ein tödliches Klassengericht. Speichern. So, Fähigkeiten. Du kannst mehr Schaden nehmen. Sehr gut. Nehme ich mit.
Das habe ich auch schon. Sonst habe ich nichts mehr. Okay. Vorbereitung beenden. Gericht eröffnet. Let's begin with a basic explanation of the class trial. So, your votes will determine the results. If you can figure out who done it, then only they will receive punishment. But if you pick the wrong one, then I'll punish everyone besides the blackened, and the one that deceived everyone else will graduate. Okay, then. Das ist heftig. So, first off, let's talk about the murder weapon. Okay, mal kurz mal Test, wie gut ich mich anhöre gerade. Okay, ich hoffe, man ist laut genug. Wenn man die Stimme ist nicht zu laut. So, die verlagte Tischlampe, blutige Hantel. Okay. Chihiro's fatal injury. It appears it was a head wound. So eine Kopfverletzung, ja. According to the Monokuma file, the killer used a blunt instrument. But what kind of blunt instrument could it have been? I bet it was an iron pipe. Seid ihr alle dumm? Interesting. That certainly would make for a powerful weapon. Achso, okay, Leertaste ist Chihiro. langsam. Habt ihr die Mordwaffe nicht benutzt? Nicht gesehen? Chihiro's fatal injury. It appears it was. According to the Monokuma file, the killer used a blunt. What kind of blunt instrument? Eine could it blutige have been? Hantel. Hä? Achso, das war kein Widerspruch an sich. Das war nur eine Frage. I bet it was an iron pipe. Ja, hier. Es war kein Eisenrohr, es war die Hantel. Ah, Gott. Okay. No, that's wrong. An sich liege ich ja richtig. Aber ich muss an der richtigen Stelle das einsetzen. Can we agree that the object that dealt the fatal blow was the dumbbell found at the scene of the crime? It was covered in blood, and there was nothing else at the scene that could have caused that kind of injury. And the wound on the victim's head is consistent with the shape of the dumbbell. As far as I'm concerned, there's no mistake and no room for doubt on this one. You looked at her head wound? Yay! That's so creepy! If you don't mind, I will proceed from here. Let's move on to discussion of the culprit. Although, I believe the criminal behind this heinous act is already quite clear. What? For real? Chihiro's killer is the fiendish serial killer, Genocide Jack. Genocide Jack, der Serienmörder. Hat er wirklich Chihiro getötet? Weitere Mechaniken werden vorgestellt. Klar. Im Gerichtssaal wird immer feurig diskutiert, deswegen kann das zu Störungen führen. Ab dieser Debatte werden Interferenzen vorgestellt. Sollte eine Beweiskugel mit einer Interferenz kollidieren, wird der Beweis umgehend reflektiert und neutralisiert. Aber mit Hilfe des Schalldämpfers kannst du jegliche Interferenz sofort beseitigen. Bedienen kannst du ihn mit der rechten Maustaste. Aber Vorsicht, solltest du anstatt einer Interferenz eine Aussage treffen, wird es eine Zeitstrafe geben. Nebenstehend belohnt sich allerdings ein erfolgreicher Treffer einer Interferenz mit Zeitboni. Das liegt an dir. Je nach Schwierigkeit erhöht sich die Anzahl der Interferenzen sehr. Bei Problematiken bezüglich der Steuerung kannst du, ja, Menü aufrufen. Außerdem kannst du in dem Menü auch nochmal die Einführung lesen. Okay, Einführung beendet. Okay. Verlagte Tischlampe, blutige Hantel. Okay. The culprit is Genocide Jack. I'm sure of it. Case closed. Oh, as far as I'm concerned. But that's impossible! Why? What makes it impossible? Well, I mean, come on! There's just no proof for it. Kein Beweis. Hey, so, speaking of Genocide Jack, I don't know who that is! Der Beweis. Ja, es gibt zwar einen Beweis. The culprit is Genocide Jack. I'm sure of it. Case closed, as far as I'm concerned. Ja, aber wer ist Genocide Jack? That's impossible! Why? What makes it impossible? Well, I mean,
Come on! There's just no proof for it. Doch, es gibt Beweise. No, that's wrong. No, it's wrong. I might know one reason he could be involved. What? I found this file while I was looking around the archive in the library. I guess it's some kind of confidential file the police put together about the Genocide Jack case. Amaro, guten Abend. What? That's kind of weird as shit, isn't it? What was something like that doing in the library? The why of it is probably more trouble than it's worth. So Du let's gehst gut, du forget kommst gut about voran in that for Final now. Fantasy. More importantly, it outlines all the specifics of every Genocide Jack case in exceeding detail. According to the file, there appear to be two defining characteristics in every Genocide Jack case. The first is that a bloody message is found written at the scene of every murder. Oh, that's right. Blutdurst. Bloodlust. Nein, No. das ist Blutdurst. It's actually bloodlust. But more important is the other characteristic, and it's something that has never been made public. Never made public? What the hell is it? Why don't you tell them, Makoto? Die andere Charakteristik ist die Stellung des Opfers. I got it! Apparently, in every Genocide Jack case, the killer suspends the body in a certain way. Other than the killer, the only people who know about this are the higher-ups in the police department. However, Chihiro was most definitely suspended in the same way. So, how did the culprit know about this when only high-level police officials were aware of it? There's only one logical answer I can think of. It's because the culprit in this case is the real Genocide Jack. No fucking way! You're saying Genocide Jack is one of us? Yes, in fact, it's Toko. Warte, was? Genocide Jack's true identity is Toko Fukawa. You lie! What? Hey, okay, wait, hold on a sec. Toko has, like, bloodophobia or whatever, remember? What kind of serial killer is afraid of blood? Is Toko Genocide Jack? The answer is yes and no. Another riddle. Man, why is this gotta be so complicated? Es scheint eine Art Rätsel zu sein, aber ich glaube, ich kann die Lösung sehen. Genocide Jack ist Toko, aber gleichzeitig auch nicht Toko. Was bedeutet das? Oh. Geigenmännchen. Oh Gott. Was? Ja. Shizu. Ah, kurz abgebremst. Now I understand. Is it because Genocide Jack has a split personality? Huh? I think I read that somewhere in the file too. They thought that the suspect might have, what did they call it? Dissociative identity disorder. Oh, okay. But still, to go and say that about Miss Fukawa is... Perfectly acceptable. Okay. Toko's strange behavior after seeing the body is proof enough that she has a split personality. Ein Beweis, der eine gespaltete Persönlichkeit von Toko befürwortet, etwas mit ihrem Verhalten. Ihr Verhalten hat sich verändert. I got it! You're talking about how she started acting totally different than usual, right? That's right. Think back. She fainted when she saw Chihiro's corpse, and then, when she woke up... Mir geht's gut, ja, ja.
Was ist ein toter Körper? Bist du tot? Jetzt muss sie den Kopf wohl ordentlich gestoßen haben. Die Welt hat eine Vorder- und Rückseite, ein Außen- und ein Inneres, ein Wahrheitsmeer und ein Lügennetz. Das ist beunruhigend. She was acting funny, that's for sure. That melancholy tone of hers completely disappeared. Don't go assigning adjectives to my tone without permission. Not to mention, once she regained consciousness and saw Chihiro's body again, she was utterly calm. In other words, within her is one personality that can handle blood, and one that obviously can. So when Toko trapped herself in her room, it's because she was scared of Genocide Jack? Tja, ich würde Genocide-Check keine Kontrolle mehr erlauben. Ich werde den Mörder überwältigen, den mörderischen Teufel überwältigen. The reason she locked herself in her room wasn't to keep other people from getting in. It was to keep her other personality from getting out. What? Toko was afraid. Afraid of the murderous fiend inside of her. Of killing even more people. How? Yeah. How can you know all this? I do believe you misunderstood her. What she's trying to say isn't, how can you know all this? No. What she wants to know is, how could you tell them? Huh? Last night, just before Monokuma gave his motive speech, Toko and I had a strange conversation. She told me a most interesting story. She said a murderous fiend lived within her, and she was afraid it could appear and attack at any time. And that trepidation is what's caused her to have such a bleak attitude. Isn't that right, Toko? This is all a lie. Right, Toko? You said you wouldn't tell anyone. What? You promised! I can't believe you lied! You have only yourself to blame. You came to me with your tragic little story. I didn't ask you to. This is the real world, not some romantic fantasy fairy tale. Besides, you broke your promise first. You said that as long as you were here, no matter what, you wouldn't let Genocide Jack kill anyone. But in spite of that promise, Tut mir leid, ich konnte unser Versprechen nicht halten. Aber mach dir keine Sorgen, nie mehr. Genocide-Check wird nicht mehr die Kontrolle haben. You said if I kept my promise, you would go out with me. That's the only reason I promised. how many times do I have to tell you? I never said that. But you weren't able to do it. You just couldn't resist that rush you got from killing, could you? I tried. I swear I tried to control it, but... But your efforts were useless. What a disappointment. I hate you. Well, the opening act is nearly finished. All that's left is to hear from the person in question directly. The person? You don't mean... Oh oh. Plötzlich fiel Tokos Körper nach hinten. Und ein großes Klatsch füllte den Gerichtssaal. Aber in der nächsten Sekunde... Well, hello there! Is it me you were hoping to see? Hello there. Yes! What the heck? So you figured it out, huh? Well, whatever. What are you gonna do? I'm the ultimate murderous fiend, Genocide Jack! Or better yet, let's go with Genocide Jill! What the fuck is this? Toko. Wieso? Hallo, What Sprache. happened to you? Not Toko. That's a loser name. And what happened is a textbook split personality. So what if one of them happens to be a serial killer? You should turn a blind eye to one's faults.
intense. Okay. Like they say, sound and murderous mind, sound and murderous body. This one is so different from the one we've come to know. Yes, well, the world is composed of a front and a back, you know. Just like how every inning has a top and a bottom, or how in the depths of every truth lives a little lie. Behind every dark and gloomy soul lives another that shines as bright as the sun! Dies ist der Serienmörder, der mörderische Teufel Genocide Jack. Das ist doch... Das ist mehr als verrückt. Miss Jack, Jill, can I ask you a question? What's up? Some of us think you might be the mastermind behind our entire situation. What are your thoughts on that? Well, I'll tell you, I am the mastermind of all masterminds! Just kidding! Then, it's not true? Of course it's not true! How dare you try to link me to that creepazoid! And another thing, the police and government and society in the outside world are totally powerless! I mean, they just let this idiotic, bloodthirsty maniac go buck wild all over town! Sure, I'm a bloodthirsty maniac, but life is pain, right? To live is to hurt other people. It's a necessary evil if you want to survive. The act of living itself causes pain for everyone. Just kidding again! Alter. This should be enough to convince you. This murderous fiend is responsible for Chihiro's death. There's clearly a motive, so there should be no doubt. A motive? Remember what Monokuma told us? If someone didn't murder and graduate within 24 hours, an embarrassing memory or secret would be revealed. Well, let's assume that Toko's secret was about Genocide Jack. If a secret like that came to light, Toko's life would have undoubtedly been forever ruined. So she had a very clear motive to never have that side of herself exposed. Interesting. Very, very, very interesting. But sorry, as much as I hate to admit it, I'm not the culprit. Huh? But I cannot imagine anyone other than you could murder someone in such a bizarre fashion. Maybe so, but nevertheless, it's the truth. Do you really expect any of us to believe you? Yeah. I could never believe a word you say, you monster! Vielleicht hat sie da recht, aber etwas beunruhigt mich. Was sie gesagt hat, ich brauche mehr Informationen. Los geht's! Also, Tischlampe, Körper, fehlender Fleck. Sorry, but I didn't kill anyone! You say that, but do you really expect any of us to believe it? Perhaps if you had an alibi, that would change things. Oh, an alibi, huh? Now we're talking! When you compare your past murders to this incident, the modus operandi matches completely. Nicht wirklich. No, that's wrong. Die Vorgehensweise ist nicht ganz richtig. Are the methods of murder really exactly the same? I'm not so sure about that. I think there's a slight difference between the Genocide Jack cases and this one. Huh? How's it any different? Uh-oh, you don't know? Well then, human garbage, let me tell you! I murder with passion and conviction. I consider myself a professional, and I have a very particular way of doing things. Imagine you go to a fancy Italian restaurant. They're very picky about the noodles, the sauce, everything. But what happened to Chihiro?
It'd be like if that same Italian restaurant started using ragu or Chef Boyardee. This is no creation of mine. Let me rephrase that in a way that maybe makes more sense. There are two clear differences between the Genocide Jack cases and this one. Es gibt einen klaren Unterschied zwischen den Morden. Nicht die blutige Nachricht stimmt, der Todesgrund. I got it! For one, the cause of death is different. In the Genocide Jack murders, all the victims were killed the same way. According to the case file, they were all apparently killed with a pair of scissors. But Chihiro died from a blow to the head, right? Ah, yes. That is remarkably different from the other murders. Wouldn't it be strange for someone who kills the same way without fail to suddenly change their method? And there's more. One more conflicting detail. That's right. In my recipe of murder, if the bloody message is the tortellini, then the arrangement of the body would be the pesto sauce. Could you please kannst stop du wieder comparing aufhören? killing people to cooking? Alter. So, are you saying the other difference has to do with how the body was arranged? Das stimmt. Der zweite Unterschied hängt mit der Art ab. Das Werkzeug. I got it! Do you remember what the killer used to suspend her? They used some kind of rope to hang her up by her wrists. Ja, was gut. Weil What is your das ist auch nicht, was ich manchmal da sagen. Well, in all the previous Genocide Jack cases, something else was used to suspend them. Die Scheren. Specifically, pairs of razor-sharp scissors. And guess what? I used my own specially designed scissors for the murders and the arrangement. Like I said, I'm a professional, so naturally I'm very picky about the tools I use. And you know what else? Big Mac said there's two differences, but he's wrong. Was? Big Mac? Big Mac? Are you referring to me? Listen up, Big Mac. There's actually one more difference. Huh? My word, you really didn't notice? Take a look at who the victims were in each Genocide Jack case. There's a pattern there, just waiting to be discovered. A pattern? Figure that out, and it'll be plain as death why I couldn't have possibly killed that little lolly girl. Es gab ein Muster bezüglich den Genocide-Check-Opfern und Chihiro. Passt nicht in dieses. Ich glaube, ich weiß es. Ich weiß, warum sie Chihiro nicht umgebracht hätte. Weil sie weiblich war. I got it! Is it because Chihiro was a girl? Bingo! Bullseye! Right on the money! What are you talking about? In all the Genocide Jack cases, all the victims had something in common. Ken, Tetsuhiro, Shoichi, Kano, Takashi, Komatsuna, Takefumi, Yoshida, Takashi. Alles They were Männer. all guys? That's right! The people I kill with such passion and conviction are all adorable little men! I can't believe I said it! I'm so embarrassed! Okay. The hell is wrong with you? I can't help it! I'm just a full-throttle boy-on-boy fangirl, and the mopey side of me just hates it. But now I'm on the fast track to becoming a full-fledged fan madam! So, since Chihiro was a girl and not an adorable little man, you wouldn't kill her? Would an Italian chef suddenly start making ramen just because they're both noodles? Don't be stupid. I have too much passion and conviction to cross that line. That's the absolute reality of the one and only. We get it. You've clearly explained your hobby and your philosophy. But that's not all there is to it.
It's a different matter entirely, when you're forced to kill in order to survive. Quiet, lowly cur! Lowly? Cur? I would never kill for a reason as petty as mere survival. And if by some fluke I did kill to survive, why would I bother with the message and arrangement? It'd make me the obvious suspect! That does make some amount of sense. Plus, whatever reason I have for killing, I would never leave out my prized scissors. Who would go out of their way to use a big, stupid, heavy dumbbell? Maybe you used the dumbbell because you couldn't find any scissors in the school? Any scissors? I don't just use any scissors. I only use my own set of high-class envy of the entire world scissors! Okay, whatever. There still aren't any in the school. Are you sure about that? Da-da-da-da! Klar, hat sie eigene. She's fully equipped! That's right! So I can kill anywhere, anytime! Why would I resort to dumbbells or rope when I have my trusty scissors by my side? Dun. Go ahead, tell me I'm wrong! You can't, can you? Gutter dogs, all of you! Not to mention, I have no clue how to tie a good knot. So rope's totally out of the question anyway. I have no idea what's going on anymore. Could such a heinous villain really be innocent? But the body really was suspended, right? And nobody but the police knew about that. Yeah. That's why we figured it had to be the real deal and not some copycat killer or whatever. Halt, es gibt eine Person. Eine Person, die Genocide-Check nachahmen konnte. Sie ist ein eigenes Grab geschaufelt. Er wusste von den Fällen. Here's my answer. Byakuya, it's possible you could have found out, isn't it? You'd have no problem gaining access to classified government documents or internal police records. Plus, you'd already looked through the Genocide Jack file before this all happened, hadn't you? So. Are you saying Mr. Togami did it? Then the reason he pushed the theory of Genocide Jack being the killer so hard was because he wanted to pin the crime on her. So, he rearranged the scene to disguise it and make it look like I put my stamp on it. The adorable glasses man was behind it all. Oh, I'm on fire! Well, Byakuya, what's your response? I see. So now the suspicion falls on me. Then I must ask, when would you say I began acting suspicious? Surely you must have an answer. Looking back and thinking about it now, the way you were acting right before we discovered the body was a little strange. Und die Umkleidekabinen, die sind auffällig, sehr auffällig, nicht wahr, Makoto? Auffällig? Es scheint, als ob niemand das Umkleide bereits gesucht hätten. Beginnen wir mit den Mädchen. You wanted to go to the girls' locker room right away, right? But since you're a guy... I should have naturally thought of the boys' locker room first. Is that what you want to say? The victim was Chihiro, a girl. Hence why I said we should check the girls' locker room. Nothing strange about that, I'd say. On the contrary, there's something very strange. Okay then, what's so strange about it? Go ahead, share with the rest of the class. Gibt einen offensichtlichen Widerspruch in den Worten Byakuyas von eben. Ich werde sie entlarven, und zwar hier und jetzt.
Es gibt noch mehr, was noch zu Debatten angeht. Schieß los. Jetzt wird es sogenannten Rückblenden geben. Wenn du auf einen Schwachpunkt zielst und die linke Maustaste gedrückt hältst, kannst du dir diese Aussage merken. Die Aussage, die du dir gemerkt hast, kannst du dann als Beweis abgeschossen werden. Du kannst dich so oft wie du willst an etwas erinnern. Das sind die Rückblenden. Wenn du merkst, dass du keine Beweise hast, um eine Lüge aufzudecken, dann versuche es mit Rückblenden. Vielleicht findest du ja einen Durchbruch. Deshalb wirst du jetzt mal versuchen, eine Rückblende zu benutzen. Dann sind wir fertig. Viel Spaß. Okay. Dann schauen wir mal. So, you said Byakuya was acting kind of weird Bevor before wir we die found Leiche the gefunden body. haben. But he was acting weird. How? If you're presented with the opportunity to check out the girls' locker room, You absolutely take it! That's a natural reaction for any guy! Okay. The victim was Chihiro, who Oh, was a shit. girl. So, of course, I would suggest we check the girls' locker room first. There was no time for pointless distractions. What's so strange about that? I wish you'd taken me with you. Ich meine, wir wussten das nicht. Also bis wir die Leiche gesehen haben, wussten wir nicht, wer das Opfer war. That's a natural reaction! The victim was Chihiro, who was a girl. So, of course, I would. There Dann was geht no noch time. vor. What's so strange? Das ist mein Beweis. Und dann hier. So, you said Byakuya was acting kind of weird before we found him. But he was acting weird. If you're presented with the opportunity to check out, That's a natural... The victim was Chihiro. So, of course, I would say there was no time. What's Ah, so ich strange? hab vergessen. Taken me with Also you. ganz am Anfang muss ich das machen. So, You said Byakuya was Oh, falscher acting Knopf. kind of weird before we found the body. Shoot! So, you said Byakuya was acting kind of weird Bevor before we wir die found Leiche the body. gefunden haben. But he was acting weird. If you're presented Das with wusste the man ja opportunity, nicht. That's a natural... The victim was Chihiro. Ah, so rum. Okay. No, that's wrong. Ja, also manchmal, ich meine das ja, aber muss es irgendwie dann doch andersrum. Irgendwie I'll tell you einfügen. what's so strange about that. Because up until we actually discovered the body, we couldn't have known who the victim was. So your claim that you went to the girls' locker room first because Chihiro was the victim doesn't hold up. I see. That's a good answer, I must admit. Interesting. Very interesting indeed. But your reasoning is still too weak. Huh? Warum? What's wrong? Is that it? Surely you've got more than that. Go ahead. Show us. Was mit Byakuyas Verhalten? Als ob es ihn gar nicht interessieren würde. Ich treibe ihn gerade in die Ecke, aber er tut so, als ob es ihn gar nicht beschäftigt. What's the matter? You're not finished already, are you? There must be more to it. There is. I think. There is more to it. Think about it. We just talked about the differences between this case and past Genocide Jack incidents. The proof you're looking for is hidden in there. Oh? Proof that I'm the culprit, you mean? Der Unterschied zwischen den Fällen. Der Beweis zeigt Byakuyas Mörder entlarvt. Dort ist er versteckt. Dort kann ich ihn finden. Okay. Ah, die Tischlampe. What? The difference between the cases? You want me to explain it again? Bitte. Ach, falscher When Knopf. I want to kill, I use my very own special scissors. Ja, aber es wurde keine Schere benutzt. Ah, shit. Sorry, es war... Deswegen, es wurden nicht die Scheren The benutzt. difference between the cases? You want me to explain it? When I want Oops. to kill, I use my very own special scissors. And I use those same scissors to arrange the Ah, body. hier, um den Körper aufzuhängen. Aber es wurden nicht... Hä?
Shoot! Bin ich gerade komplett falsch. What? The difference between the cases? You want me to explain it again? Warte. Habe ich jetzt irgendwie den Beweis falsch im Kopf? Ja, aber also einzig, also es wurde ja das Kabel benutzt, statt Scheren. Deswegen soll es ja so sein. Also es ist kein Widerspruch für sie. Genau, Chihiro wurde mit Seil aufgehängt. That's right. It absolutely was. Es war kein Seil. Then there must be something very fishy indeed about that rope. Hey, Byakuya, where'd you get it from, huh? Was ist her? I've never seen that rope Noch before nie. in my Nein, life. hast du nicht. Natürlich hast du es nicht. No, that's wrong. Actually, I'm pretty sure you have seen it before. Because, you see, that rope, or should I say, that extension cord? What? An extension cord? Byakuya, you've used the extension cord in the library more than once, haven't you? And the same extension cord that was in the library all this time went missing after the murder. And there's no way someone who uses that extension cord as much as you do wouldn't discover that fact. Then Byakuya must be the one who took the extension cord. I can't imagine any other possibility. That's really what you think? Then your conclusion is something like this? I killed Chihiro in the girls' locker room, then hung her up and wrote that bloody message. I intentionally made it look like Genocide Jack was behind it. Is that about right? Schon wieder. Er ist völlig ruhig, entspannt. Als ob er gar nicht involviert wäre. Warte, nicht involviert? What's wrong? I asked you if you think that's what happened. Hell yes, that's what happened. So that's it, right? Byakuya's the killer. I don't disagree with not disagreeing. He kept calling this a game, right? So he'd be totally willing to do something like this to win. Sorry, but could we hold on just a second? I think we need to talk about this a little more. Huh? Do we really need to? We've already decided who did it. I know, but still. There's something that's still bothering me. Is that right? And what, pray tell, is still bothering you? I killed her in the girls' locker room, then disguised my crime. Specifically, I dressed it up to make it look like it was the work of a homicidal psychopath. What about all that bothers you? Warte, was war das gerade? Etwas stimmt hier nicht. Aber was stört mich denn? Björkas Aussage gerade, etwas stört mich. Etwas passt nicht. Der Tatort an sich. Ja. I got it! Stimmt was nicht. You say you killed Chihiro in the girls' locker room, right? Ja, wie bist du denn da reingekommen? But are you sure about that? Hätte schon Isn't it woanders possible stattfinden that the können? murder took place somewhere else? How disappointing. What kind of question is that? Even in the world of disappointments, this is a true letdown. She was found dead in the girls' locker room. There is absolutely no question about that. How could the scene of the crime have been anywhere else? Well, I think it's entirely possible that she was killed somewhere else, then carried there later, along with the rest of the murder scene. The rest of the murder scene? That was awfully specific. Please tell me you have a reason for saying all of that. I believe I do. Hey Byakuya, hat er gerade... Hab ich ihn gerade überrascht? Anscheinend.
Also plötzlich den Tatort selbst besprachen, wo Byakuya ja der so selbstsicher vorher war. Auf einmal nervös. Vielleicht sah er ein, dass der Mord tatsächlich woanders hätte geschehen können. Hey, don't just move on without permission. What do you mean she was killed somewhere else? Come on, Makoto. If there's any chance the murder took place somewhere else, let's see the proof. Okay. Der Beweis, dass der Mord woanders geschehen ist. Ich muss mich auf die Dinge konzentrieren, die ausgetauscht wurden. Es gibt mehrere. Warte mal, Aussage war... Nee, ist ja was anderes. Nee, das ist anderes. Der Teppich? Hier, Austausch der Poster unter anderem. I got it! The proof that she was killed somewhere else is the poster that's hanging in each locker room. Your proof is some posters? The poster in the girls' locker room was a picture of a big boobed supermodel. But don't you think that's kind of strange? Why would the girls' locker room have a poster like that? I bet those massive jugs of hers were totally fake! Meanwhile, the boys' locker room had a poster of the super popular boy band Tornado. Again, that doesn't really seem to belong in a boys' locker room. So you're saying that maybe the posters were switched? And there's one other thing I noticed about the locker rooms. You know what I'm talking about, right, Sakura? You're referring to my protein coffee, aren't you? Protein coffee? While I was in the girls' locker room earlier, I spilled some protein coffee on the carpet. But I noticed that after the murder, the stain had been totally scrubbed away. Nein, nicht gesäubert. Er wurde bewegt. I got it! The stain on the girls' locker room carpet wasn't scrubbed away. In fact, I found it on the boys' locker room carpet. That's definitely the stain from my protein coffee. Then, does that mean that the carpets were switched too? But why would anyone do that? To move the murder scene from one locker room to the other. It's certainly plausible, don't you think? What? In other words, in order to completely swap the scene of the crime, the blood-stained poster and carpet were moved along with the dead body. By doing this, the killer was able to change the entire room where the murder took place. I can certainly follow your reasoning, but why would the culprit bother doing that? Huh? Why would they go through all that trouble of switching the scene of the crime? Actually, an even bigger question. If the murder did take place in the boys' locker room, then how did Chihiro get in the boys' locker room in the first place? Ah! To get into the locker rooms, you have to swipe your e-handbook across the card reader device. But Chihiro's handbook should have only allowed her access to the girls' locker room. She had no way to get into the boys' locker room to begin with. No, she did have a way, and I can tell you what it was. I highly doubt that. Das bezweifle ich. Shut up! I'm telling you, I know how she could have done it. Kann es sein? Hat er recht? Konnte Chihiro wirklich in die Jugendkleider gelangen? Mal gucken. Kaputtes E-Handbook. Ich glaube, das müsste sogar sein. Is it really possible? Could Chihiro really have gotten into the boys' locker room somehow? Ah! I've got it! She must have hacked her e-handbook! Nee.
she was the ultimate programmer after all. Das sollte eigentlich nicht gehen. I'm sure that would have been no problem for her. No, I don't think that's it. She used the thing that was in the main hall. Huh? What thing? I'm talking about Leon's handbook, of Nein. course. War kaputt. No, that's wrong. No, I don't think Chihiro used Leon's handbook. Why not? Because Leon's handbook was broken. Oh. Well, then, yeah, I guess that'd be pretty impossible, huh? So. I'm struck silent by how quickly you gave up. Was nicht geht oder geht's halt nicht? Okay. Plus, isn't there a regulation against using someone else's handbook? Actually, the rule states that loaning your handbook is Ja, prohibited. verleihen It geht says nicht. nothing Ausleihen about geht borrowing klar. one. In other words, you could borrow a dead person's handbook all you want, and you'd be safe. Yup, yup, yup. Hit the nail square on the noggin. Of course, if it were broken, that wouldn't make any sense anyway. So then, she must have hacked hers, like I said. She used her ultimate programmer skills and... Psst! You can't fix an e-handbook. The instant you open one up, a security buzzer starts glaring. So, if she didn't use Leon's handbook, and she didn't modify her own handbook... Maybe Mr. Naegi's initial assumption is just... wrong? It seems like there's no way she could have got into the boys' locker room. So I guess so. Okay then, I vote for Byakuya. Junge, chillen. Das war's. Shiro wurde in dem Mädchenkleider getötet und Byakuya hat es getan. Wirklich? Es gibt keine Probleme damit, oder? Deswegen können wir doch einfach... Hold on a second. I agree with you, though. I think you're on the right track. What the? You finally decide to open your mouth and that's what you've got to say? There's no way she could get in the boys' locker room, right? So... Why are you so sure she couldn't get in? There's still one other way she could have gained access. What? What are you talking about? What other way is there? Well, to explain that, why don't we take a little break from the trial? I'd like you all to come see something. Wait. Just what do you think you're doing? Don't worry. This'll make the whole trial more exciting. I'm sure that thought must please you. Huh? It'll make things more exciting? Well, all right then. I declare an official class trial recess. Huh? Kleine Pause. Now then, what is it you want to show us? It better not be boring or I'll be very unhappy. Oh, I have no doubt it'll meet your lofty expectations. So, shall we go? Okay. Bevor ich also wusste, was geschah, kam der Class Trial zu einem Halt. Wir folgten Kyoko. Und sie brachte uns dorthin. The girls' locker room? We've already searched this place top to bottom. What are you trying to pull, Missy? I'd like you to examine the victim's body one more time. Erneut. Be sure to examine the entire body very carefully. Take your time. Examine her carefully? Junge. Like using our hands? No way! It's probably best if I don't run my hands all over a girl's dead body. It's not that I'm creeped out or anything, it's just... based on religious grounds, you know? Very well. I'll do it. But you're a girl. You shouldn't have to touch a dead body. Just let one of the boys do it. No, it's okay. I think Chihiro would rather have a girl examine her. Okay. So just leave this to me. Sakura.
What is this? Some kind of secret girl-on-girl action? Is that what you two are about? That's not it at all. Stop screwing around. Okay, here I go. I'm sorry, Chihiro. Please excuse the intrusion. Nachdem Sakura kurz ihre Hände für ein Gebet zusammenfaltete, begann sie die Leiche zu untersuchen. Be sure to check her entire body, and I believe we will solve this particular mystery. Her entire body? I know you say that, but... What? This is... What is this... What is it? Not possible. It's not possible. Sakuras Augen starrten kraftvoll auf Chihiros leblosen Körper. Sie zitterte. This girl is what? Is a boy. Ah, I see. Ja, sie war ein So Er. she was actually a he. Interesting. Thank you for confirming this fact. What? You're joking, right? I wouldn't joke about this. Then it's really true? Chihiro was a guy? Oh, what? You guys didn't know? Heck, I knew that right off the bat. Chihiro Fujisaki was totally a guy. Then he was a cross-dresser? Oh, now I'm really on fire! I wish I had killed him! So that's what Kyoko wanted to show everyone, huh? Interesting. Yes, that certainly does make things much more exciting. Now let's ride this wave of excitement back to the courtroom and get back to the trial. Ja. I do apologize for keeping you waiting. Now then, let's resume the class trial. We've all just learned of the shocking revelation that Chihiro was actually a boy. Let's pick up from there. Yes, well, I don't know his reason for hiding it, but the fact is, Chihiro was not a girl, but a boy. Chihiro war echt ein Junge. Solch ein Gedanke hatte ich ja noch nie. And because the victim was male, he would have had no problem gaining access to the boys' locker room. Assuming his handbook did, in fact, list his gender as male, then yes, that would be true. Of course his handbook said he was a boy. He dressed like a girl, but he was a boy through and through. So then, there should be no issue with Makoto's initial assertion. The victim was killed in the boys' locker room, and was then later moved to the girls' locker room. And the killer could have easily used Sayaka or Junko's handbook to get into the girls' locker room. So Chihiro really was killed in the boys' locker room? I still don't understand the motive for moving the body, but yes, that does seem plausible. Well, I must admit, I did find it rather odd. I knew he felt a little off. There was a certain incongruity to his female body. This is a most titillating situation! So now everything has been connected. All the mysteries have finally become clear. Okay, well, connected or clear or whatever. We still think you're the killer, remember? Very interesting. This has become very interesting indeed. Ah, he's off in his own little world. What about you, Makoto? After everything we've learned, do you still think Byakuya's the killer? Well, without a doubt, Byakuya is the one that made Chihiro's death look like Genocide Jack did it. But I think he might not actually be the killer after all. What? But aren't you the one who accused him in the first place? He just seems to be too easygoing about all this.
Like he's enjoying us solving the mystery. The way he's acting, it makes it seem like it doesn't have anything to do with him. And you think that might be because it doesn't have anything to do with him? Plus, the evidence he left behind was a little too... how can I put it? Overt. He consciously chose to use the extension cord, knowing it could connect him to the murder. At least, that's how I see it. And Byakuya, when you found out the murder took place in the boys' locker room, it seemed to rattle you. And then again when you found out Chihiro was actually a guy. If you really were the killer, that stuff wouldn't have had any effect on you. So that's your thinking, huh? Well, it bothers me that you don't have more concrete reasons, but... it's fine. I guess I'll mark it as correct, for the time being. Mark it as correct? He's right. I am not the culprit. I just happened to come across the corpse in the girls' locker room and decided to alter it. Are you fucking with us right now? No, I am not effing with you right now. I'm telling you the truth. Well, I find it very hard to believe. Go ahead. Find it very hard to believe. You're free to be executed along with the rest of us. If you're really telling the truth, then why? Why do you do that to his body? My reasons hardly matter right now. Uncovering the culprit is much more important, wouldn't you say? Now then, if it wasn't me, who was it? Well, I don't think I can say for sure without talking about it a little more. We're seriously gonna keep going? We're all good, aren't we? I thought it was clear Byakuya did it. No, I'm with Makoto. If there's any doubt whatsoever, we need to explore every possibility. Because if we're wrong, we all die here. That's true. Very well then. I'm with you too. Damn straight. Count me in. Do you not have a mind of your own? Of course I do. What am I, an ant or something? Anyway, let's discuss this all as a group one more time. We still have time to make our decision. That's very true. Our lives are all on the line. Excellent. Then shall we resume our game of hide and seek? Wenn Byakuya es aber nicht war, wer ist dann der echte Mörder? Wer tötete Chihiro? Es gibt auf jeden Fall einen Fakt über den Mörder. Müsste man nicht sagen. Der Mörder ein Handbuch haben musste, das ihm Zugriff gab, und nur gewisse Studenten hatten eines. Leons Handbuch war inaktiv, also kann man es ausschließen. Der Mörder ist höchstwahrscheinlich ein Junge, aber ich brauche noch mehr Hinweise. Es reicht noch nicht. Der fehlende Fleck. Isn't there a single clue that might lead us to who did it? Well, clues are one thing, but did nobody get a look at the killer? I'm sure if someone saw the killer, they would have said something by now. Perhaps someone saw the victim at some point. Ja, Even Celestia that hat might be ihn enough for now. gesehen. Yeah. All we need right now is any kind of new info. Haben wir. Das zählt dafür nicht? Och Mann. Shoot. Also jemand hat Chihiro Isn't gesehen. there a single clue that might lead us? Well, did nobody get? I'm sure if someone saw Wahrscheinlich kommt dann die Aussage danach. Yeah. All we need right It's over. It's all over. You want to know who saw the victim? The killer. Nur der Mörder. Ah, hier. Nein. No, that's wrong. Nicht nur der Mörder.
I believe someone else did see the victim before he was murdered. What do you think, Celeste? Now that you mention it, yes, I did see him. Huh? Really? Oh, but I suppose only Makoto knows about this. The rest of you had no idea, did you? That is why you're all making such ugly noises. Whatever! Just hurry up and tell us! It was last night, right before nighttime. I saw Chihiro in the dormitory warehouse. I saw him stuffing a track jacket into a duffel bag. And then, I assume, he headed off to exercise. A track jacket and a duffel bag? But we didn't find anything like that at the murder scene. It seems likely that the culprit destroyed them to get rid of any evidence. And that is when he said something that struck me as rather odd. Ja, dann geh ich mal. Ich muss mich beeilen. Chihiro told me he was in a hurry. But why would he be in a hurry? Only if someone were waiting for him, I should think. So, Mr. Fujisaki was on his way to meet with someone, and then they were going to work out together? But Hina and I had invited him to exercise with us plenty of times, and he always declined. Probably because he was afraid you'd find out the secret he was hiding, right? Which means that conversely, he must have trusted whoever he was meeting with very much. Enough so that he was willing to risk his secret being revealed. What a marvelous friendship! The point is, whoever he met up with is the culprit, right? So we just gotta figure out who it was. But knowing what we know, I can't even guess. No, you already have what you need to make the connection. Huh? Und was? You know who the killer is. Also, weil ich weiß es. Also, ich weiß es, aber... Who is it? Who's the killer? Think back to the track jacket and duffel bag the killer disposed of. Focus on the details of these items, and it should become obvious who was waiting for him. Are you sure about that? You really think we can figure out who did it based on 2 pieces of evidence that we don't have? What? You want to track down some fingerprints or something? Na, wie denn? Even if we had the equipment for that, we wouldn't know how to use it. As was noted, the evidence is already gone. There's nothing to get fingerprints from. Maybe, but we can make certain inferences if we just take the time to talk it out. Easy for you to say. But fine. Celeste, did you notice anything special about the bag or jacket? The bag was just a normal duffel bag from the warehouse. All the bags in there are the same, so I can't imagine what would make that one special. Well, if I remember right, there was a decent variety of tracksuits to choose from. Do you think there might be some connection between the culprit and Chihiro's jacket? Perhaps. Let's explore that and talk a bit more about the jacket he took. Besitzt Chihiros Jacke tatsächlich einen Beweis, der zum Mörder führt? Okay. Was lässt das aussagen? Sie hat auch die Farbe erwähnt, der Jacke. First of all, we know where Chihiro was headed. He Aber was jetzt on sind nur his die way Jacke to go erwähnt. exercise. So next we have to ask, why did he choose the specific tracksuit that he did? What do you mean, the specific tracksuit?
I got it! He picked that tracksuit because it matched the one the culprit was wearing. So, what you're saying is, the killer was wearing the same blue tracksuit as him? Da. No, Blauen. it's wrong. Wer hat was von Blau gesagt? Hold on a second, Mondo. What did you just say? Huh? What'd I say? When Celeste testified a few minutes ago, she said... Sie hat nur gesagt, ich sah wie eine Sportjacke in eine Tasche stopfte. She never said anything about the jacket's color. So why did you say Chihiro's blue tracksuit? What are you... You just... Hey, Celeste, what color was Chihiro's tracksuit? As a matter of fact, it was blue. And before we began the trial, did you tell anyone that? The only one I told about any of this was you. Then, Mondo, how did you know what color Chihiro's tracksuit was? Because I just... I'm sure he saw the clothes at some point in the investigation. Wo? No, that can't be it. The bag and clothes were surely disposed of by the time we began our investigation. Then the only reason he could have known what color the tracksuit was is if he saw Cherry with it before he died! That's the only possibility! Cherry? Are you talking about Chihiro? So, how about it? Did you see the tracksuit or didn't you? Just by chance. I just happened to see it last night. He walked past me, and he was carrying the tracksuit in his hands. Nein, sie war eine Taschenjacke. No, that can't be it either. According to Celeste's testimony, Sie stopfte die Jacke in die Tasche, als ob sie das verstecken wollen würde. Danach ging sie. when Celeste noticed it, Chihiro made a point of making sure the jacket was completely in the bag. If you just ran into him briefly, you couldn't possibly have seen what color the tracksuit was. Yeah. It would appear you've dug your own grave. Perhaps. But you handed him the shovel, didn't you? That's why you said what you did. Focus on the tracksuit and it'll be obvious who he met with? What a bunch of nonsense. Ah, now I understand. It was all one big bluff, wasn't it? Your true intention was to draw a slip of the tongue from the culprit. Das ist doch am That's letzten why Abend you Wochenende. said you knew who did it, to put them on edge. Nice, einen guten Hunger. Vielleicht mache ich mir auch mal kurz nach dem Fall auch noch kurz was zu essen. That's right. However, Mondo was my target all along. I had my suspicions about him from the very beginning. But why? What made you so Warum war er suspicious? verdächtig? That's a good question. Die Handlung? Also, er war ruhiger als sonst. War irgendwie anders drauf? There was a certain turning point that tipped me off. Maybe you didn't notice it, Mondo, but you tend to refer to men and women differently. Also anzusprechen, ja. Ja, also manch ja, ja. You only call guys dude. For girls, it's chick. And after he was killed, you happened to refer to him as dude. Once I picked up on that, it occurred to me that Mondo knew something we didn't. You noticed such a tiny detail? Are you a witch? She's a witch! You're positively frightful! No, I'm not the frightful one. Not nearly as frightful as someone capable of murdering a friend. Mondo, was it really you? Did you really kill Chihiro? I didn't kill anyone! You've been all over me, judging everything I say, putting words in my mouth.
What gives you the right to treat me like a goddamn criminal? Yeah! He would never do something like that! This is a false accusation! It's true. My reasoning on that is pretty shaky. That was fast. Cool. Well, this does present us with a problem. It seems we are all out of leads. My time has nearly come. That's what my little ghost friend is telling me. Oh yeah, that reminds me. Hifumi, weren't you telling me you'd found some evidence? Really? What kind of evidence? Actually, you know, now that I'm thinking about it here calmly, it might not be all that relevant. Jeez, did your confidence just get up and walk away? It's fine, man. Just tell us. If you really insist, then... Here it is. What do you have there? It happens to be an e-handbook. I found it laying on the ground, so I scooped it up. Fand es auf dem Boden? Richtig? Also wer ist der Besitzer dann? Von Chihiro? I got it! We know Chihiro's handbook was missing from the scene of the crime, right? For a fact. For a fact indeed. I was totally sure I'd found it. Then it must hold some clue about the culprit, right? Well, that's what I was hoping. But it's busted. It won't even turn on. I imagine the culprit broke it to get rid of any evidence after the murder. That's odd. I didn't think the handbooks were quite so fragile. You're right. They're not. They're totally waterproof and shock resistant. It would take an awful lot to break one. And yet, this one does appear to be broken, as is Leon's, sitting useless in the main hall. For all your confidence, that is a remarkably high failure rate. Do you think there might be some kind of mystery in there somewhere? How precisely did the handbooks get broken? Wurde das Handbuch zerstört? Was ist der Grund? Eine Schwachstelle. I got it! You already told us before that the handbook has one weak point, didn't you? Yeah! You remember that? Yep. Sure, maybe I let that slip, but I never told anyone what the weak point actually was. But if the handbook is supposed to never break, and two of them broke in quick succession, then Then we can only assume that someone's figured out its weakness. You know what the weakness is, right, Monokuma? So, what is it? Huh? You're asking me? I think it's a necessary piece of information if you want this to be a fair trial. But if I tell you, and someone else decides to copy it, that would be very not good. Just tell us already! Why would we want to break our own handbooks? Oh well, I have a weakness for pushy demands. But you're sure you won't follow their example? Then allow me to make a special announcement. The weak point of my cutting-edge e-handbook is... when it's exposed to high temperatures for too long, it will suffer a meltdown and totally break! I flippin' knew it! Ich wusste es You nicht. knew it? Nein, wusste es nicht. Yeah, because I found the handbook in der laying on Sauna. the floor of the sauna. In der Sauna. The temperature in the sauna can reach over 200 degrees. Strange how you don't get burnt, huh? It's because as your sweat evaporates, it creates a cooling layer of air around your skin. If the hot air of the sauna were somehow pushed directly onto your skin, you'd definitely get fried. That layer of air would get blown away. That's why you may feel a burning when you move around.
So when you're in a sauna, make sure to keep nice and still. Wow, interesting. I learned Wow, one new fact interessant. today. Aber egal, zurück zum Fall. That is a mere trifling speck of knowledge. Anyway, if you found the victim's Anyway. handbook in the sauna, then the killer must have been purposely trying to raise its temperature in order to break it. Meaning the culprit somehow knew its weakness. But how'd they find out? Monokuma said he didn't tell anyone, right? Indeed. Quite the mystery. What if they found out by accident? What do you mean by accident? What if the killer took their own handbook into the sauna, not knowing its weakness, and it broke? They'd realize it was broken, of course, and it wouldn't be hard to figure out why. And once they had Chihiro's handbook, they knew they had an easy way to dispose of it. I won't say it's not possible, but who would have done something like that? I don't know of anyone who took their handbook into the sauna. Doch, da gibt's jemanden. I might know someone who did. Whoa! Seriously? I think the one who may have taken their handbook into the sauna was... Da ging jemand in die Sauna. Mit Klamotten. Und er weiß es auch. Nur du hättest es sein können. Es gab einen Fall, wo zwei sich gestritten haben. Er weiß es. Die beiden gingen in die Sauna. Einer hatte Klamotten an. Here's my answer. Mondo, your handbook got broken in the sauna, didn't it? What? Why? Why do you keep accusing him? Mondo and Taka had an endurance contest in the sauna not too long ago, remember? And for the contest, Mondo just so happened to keep his school uniform on. But little did he realize, he'd also left his handbook in one of his uniform pockets. And when it was all over, Mondo discovered that taking your handbook into the sauna could easily destroy it. No, wait, hold on. You've got it all wrong. He would never kill. I don't accept this. Show me the proof. The actual solid proof. Ich will das auch nicht. Ich will auch nicht an meinen Freunden zweifeln müssen, aber einen Mörder kann ich nie vergeben. Warte mal, Hinas Aussage. Achso, das ist die nochmal. Viel angenehmer. Begrüßen wir nochmal, okay. If what he says is correct, then Mondo, you broke your own handbook. In other words, if Mondo's handbook is actually broken, then that proves that what Makoto said is right. Well, my goddamn handbook works just fine. See? Look! Makoto was wrong after all! Mondo wouldn't hurt a fly! Aber einen Mörder kann ich nicht vergeben. Ja, da war was. Let's test Makoto's assertion. If what he says is correct, then Mondo, you broke your... Machiros, warte mal ganz kurz. Wurde nach einem Toten irgendwo identifiziert. Das ist eigentlich egal. In other words, if Mondo's handbook is actually Er hat das mit Leon wahrscheinlich getauscht. then that proves that what Makoto said is right. Well, my goddamn handbook works just fine. Ja, das ist ausgetauscht. Mondo, the handbook you have right now. Gehört es Is it wirklich really dir? yours?
The fuck is that supposed to mean? The broken handbook that was in the main hall. Isn't that one actually yours? What the heck are you talking about? What I mean is, I think Mondo swapped his handbook out for one that actually works. I think he took Leon's handbook and replaced it with his own. After all, Monokuma said himself that Leon's handbook never should have broken. That's right! The punishment it suffered wasn't nearly enough to destroy it. So then, the broken handbook in the main hall is actually Mondo's. Which would mean that the handbook Mondo has right now is actually Leon's, yes? But doesn't that violate the school regulation that says loaning out your Ja, handbook is verleihen. prohibited? Ausleihen ja, verleihen nicht. Das ist ein Unterschied. Well, here's how I look at it. There is a rule about loaning your handbook to another student. Aber wer tot ist, ist kein But if Student. they're dead, they're not a student. It's kind of a gray area, I admit. But no worries. If anything, it just makes things more interesting. As such, I decree that exchanging handbooks with a corpse is not a violation of the rules. Well, Mondo, if I'm wrong about this, you're welcome to say so. I'm happy to admit I made a mistake, but... Son of a bitch. What's wrong, bro? Come on! Tell him he's wrong! You are wrong! You have to be wrong! Everything you just said is wrong! You made it all up! Okay, then why don't we look back on this case one more time, from the beginning? That way, everything will become clear, and we'll all see if I was right or wrong. Okay. Dann let's go. So. Da hat er, Tasche gepackt, gut gesehen, wie er die... Ah, hier. Das da. Hast du gesehen? Schön eingepackt, ist gegangen. Dann ist er in die Jungsumkleide gegangen. Das müsste, glaube ich, das gewesen sein. Ah, hier. Jungsumkleide. Und... Oh. Ja, warte mal. Nee. Achso, doch, das hier. Ja, warte mal. Da macht er noch nicht die Tür auf. Bin echt unsicher. Aber schon. Genau. Ist er auf ihn getroffen. Dann reden sie und er nimmt sich anscheinend an die Hand. Weil er gerade damit trainiert hat. Und dann, ja, ist das passiert. Da kam wohl der Blutspritzer auch da drauf. Erledigt. Dann versucht er natürlich alles so aufzuräumen. Nimmt er das mit. Das Poster. Was macht er denn da? Nimmt die Karte? Nee, das wird da schon gezeigt. Ups. Was nimmt er da? Achso, dann geht er in die Mädchenumkleide. Genau, so. Macht er dann die Tür auf. Und... Oh, keine Ahnung. Macht es dahin. Legt ihn dahin. Aber den Teppich nicht. Wird er wenigstens nicht gezeigt mit dem Teppich. Egal. Und lag er da. Dann hat er zufälligerweise das gesehen. Nimmt das Kabel. Verbindet ihn damit. Und schreibt auf die Rückseite
mit der Schrift. Akt 5. Er geht in die Sauna. Und verbrennt das. The killer is you! Okay, nochmal. First, let's take a look back to before the incident. Last night, Celeste saw Chihiro in the warehouse, correct? At the time, she was apparently stuffing something into a duffel bag. That something was a blue tracksuit. You can confirm this, right, Celeste? With bag in hand, Chihiro headed out, even though it was officially nighttime. She made her way to the locker room, specifically the boys' locker room. But how could the victim, who is apparently a girl, access the boys' locker room? War das jetzt richtig oder falsch? Ah, okay, also ich glaube, die Bilder sind andersrum. Das gehört halt dahin. Und das ist quasi, wie er da reingeht. The killer is you! With bag in hand, she made her. But how could the victim? Genau. Da. Okay, es war. Okay, ich habe nicht gesehen, dass die Tür Because offen war. she was really a he, which is why he was able to use his own e-handbook to gain entrance to the boys' locker room. Once inside, he met with someone there. And the person he met was the one who killed him. It seems likely that the killer grabbed the nearby dumbbell, approached the unsuspecting Chihiro, and attacked him. And that's where the bloodstains on the poster and carpeting in the boys' locker room came from. It was likely in the heat of the moment. The body was arranged, but the murder itself felt unplanned. Which is why the killer hurried to try and hide the act. First, pulling up the bloodstained carpet. Then, removing the bloody poster. And finally carrying the corpse into the girls' locker room. A girl's handbook was necessary to get into the locker room, of course. But this alone doesn't prove that the killer was necessarily a girl. Es gab einige. After all, Sayaka and Junko's handbooks had been placed in the main hall. Genau. Using one of those, a boy could get into the girls' locker room without much problem. And that's exactly how the killer did it. With the carpet and the poster they brought with them, they got to work. They changed the layout of the boys' and girls' locker room in what you might call a crime scene switch. That could have been the end of things, but no. Byakuya discovered the body and decided to intervene in the situation, making things even more complicated. Oh man. So, after stumbling on the crime scene, he went and grabbed the extension cord from the library, and then he got to work. He used the cord to string up Chihiro's lifeless body. Then, using the victim's own blood, he left a grisly message there at the scene of the crime. He wanted to create the illusion that Genocide Jack was responsible for the slaughter.
And around the same time that Byakuya was putting together this facade, the killer, having already disposed of Chihiro's bag and other belongings, arrived at the sauna. There, they planned to destroy the last piece of evidence, Chihiro's handbook. And just as the killer expected, the steamy sauna was enough to ruin the electronic gadget. Somehow, the killer knew that the handbook couldn't stand up to the heat of the sauna. And the reason they knew that is because the sauna had already wrecked their own handbook. And that's how it all played out. Isn't that right, Mondo Owada? Geschafft. Yeah. Wait. No. This can't be right. Where's your evidence? Yeah. Where's your evidence? You need evidence. You need proof. Without any proof, you can't pin any of this on him. Beweise, dass Mondo der Mörder ist, das wurde schon früher im Class Trial klar. Ich muss nur einen spezifischen Gegenstand überprüfen, damit es keine Diskussion mehr geben. Es gibt noch mehr, was Kugelkriege angeht. Schieß los. Beim letzten Mal warst du komplett auf dich allein gestellt, aber ab sofort kannst du etwas Hilfe kriegen. Wenn du während des Rhythmusspiels die Leertaste drückst, aktiviert sich die Fieberzeit und das Tempo wird sofort aufs Maximum gestellt. Dann ist das Timing komplett egal, du triffst immer den Rhythmus. Aber das hält nur so lange an, bis deine Konzentrationsleiste leer ist. Nutze die Zeit also gut aus. Natürlich wäre es nicht fair, wenn nur du so eine Hilfe kriegst. Deshalb kann dich dein Gegner ab sofort verstummen. Wenn dich dein Gegner verstummt, kannst du den Rhythmus nicht mehr sehen, sodass du nur genau hinhören musst. Pass also auf, wenn das passiert, aber das muss ich dir wohl nicht sagen. Dann sind wir fertig. Viel Spaß. Kugelkrieg. Show me some evidence. You're wrong. I won't listen. I refute you. False. Okay, es wird schneller. Show me some evidence. So, rechte Maustaste klicken zum Zielen und linke Maustaste zum Schießen. I refuse to vote. Show me some evidence. You're wrong. I won't listen. I refute you. False. Show me some evidence. I won't listen. You're corrupt. I refuse to vote. I refute you. False. Okay, ich mach einfach komm hier. Egal, ich verfehle jetzt nicht. I won't listen. So. Anstoß. Kaputtes Handbuch. This should prove it. Dass er sein Handbuch getauscht hat. If my thinking so far is right, Mondo must have replaced his broken handbook with Leon's. In which case, we can just check each of our handbooks right now. Once we do that, we'll... We don't gotta do that. Huh? Yeah, I did it. I killed him. Geschafft. Irgendwie. Bro, what are you saying? I got no choice, man. After hearing all that, I gotta just give up. Go ahead, Monokuma. Get it over with. Ask for the goddamn verdict. Roger that. Wait! Hold on! No waiting! No holding on! Time for the moment we've all been waiting for! Grab your lever and give it a yank! Who will you elect as the Blackened this time around? Will you make the right choice or the dreadfully wrong one? What's it gonna be? What's it gonna be? Und ja. What? Oh, dieses Mal scheint dir erneut richtig zu liegen. Ja, so ist es. Der Mörder, der Chihiros Leben beanspruchte, ist Mondo Owada.
Sofern ihr es wissen wollt. Nein, nicht alle lagen richtig. Kiyotaka wählte falsch. Falsch. Du stehst mit einem Bein in der Bestrafung, mein Freundchen. Sei nächstes Mal vorsichtiger. Ich werde es nicht glauben. Einfach nicht sein, dass er jemanden umbringt. Sorry. Sorry. What is this? Warum? Warum? Warum hast du es getan? Now then. Nun, da Mondo stumm ist, erlaubt mir alles zu erklären. Actually. Dieses Mal ist die Geschichte eine traurige zwischen zwei unterschiedlichen Männern. Oh, aber die es nicht hören wollen, können schnell zum Kühlschrank gehen. Es geht schnell. Oh, wow. Jedenfalls gab es mal einen kleinen Jungen und sein Name lautete Chihiro Fujisaki. Er hatte einen extremen Minderwertigkeitskomplex, der auf seine fehlende Stärke zurückgriff. Du bist so schwach, obwohl du ein Junge bist. Er hatte immer so das gehört, seitdem er denken kann, und er konnte niemals seine Schwäche überwinden. Ganz im Gegenteil, er grub sich tiefer und tiefer in jene Schwäche, versteckte sich in ihr. Und schließlich nahm er die Gestalt eines schwachen, zerbrechlichen Mädchens an. Das war seine Zuflucht. Jetzt kann niemand mehr sagen, obwohl du ein Junge bist. Aber egal, wie sehr er sich in seine Hülle zurückzog, breitete der Minderwertigkeitskomplex tief im Inneren seine Wurzeln aus, die die letzte Kraft aus ihm herauszog. Somit wurde seine Hülle leer. Der Komplex verschwand nicht. Nein, er wurde stets größer und größer. Ich bin schwach. Weak, 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 weak. Als das Mordspiel begann, hatte er keine Wahl, als diesen Fakt zu akzeptieren. Schließlich war es ein Überlebenskampf. Wenn man nicht stark ist, stirbt man. Und dann kündigte der entzückende und süße Monokuma das nächste Motiv an: Geheimnisse. Was natürlich Chihiros Geheimnis beinhaltete, das er so verzweifelt vor der Welt verstecken wollte. Chihiro ist ein Junge. Hey, Und dies konnte niemand erfahren, egal was es kostete. Wenn dies entlarvt werden würde, wäre das Ende. Die schwache Hülle würde zerbrechen, sein Besitzer sterben. Ohne Zweifel hätte sein Umfeld ihn noch mehr verspottet als je. Er wäre in Verzweiflung ertrunken. Aber trotzdem. I'm sorry. Schon gehört, aber ich brauche etwas Zeit allein. But... Aber danach vielleicht. Nachdem ich stark geworden bin, kann ich es allen erzählen. Hab etwas Geduld. Er benutzte diese Gelegenheit, stärker zu werden. That's right. Nun ist es meine Chance. I want to change. Stark genug, dass ich Sprüche ignorieren kann. Mit diesen Gedanken nahm Chihiro sofort alles in die Hand. Und so begann er an diesem Tag zu trainieren. Er war bereit, sowohl Körper als auch Seele zu stärken. Aber leider war das seine erste und einzige Gelegenheit gewesen. Hey, Als er beschlossen hatte, mit dem Training anzufangen, dachte er müsse jemandes Hilfe kriegen. Aber zuerst wollte er diese Person sein Geheimnis verraten, bevor er ihn für Hilfe gebeten hätte. Und genau diese Person war... Yeah, that's right. Ich war's. Na klar. Der Biker-Gang-Typ war immer im Klaren darüber, wie wichtig Versprechen unter Männern waren. Deswegen hatte Chihiro gewusst, dass sein Geheimnis bei ihm sicher war, egal was. Zudem war Herr Mondo das Symbol des starken Mannes, den sich Chihiro so erhofft hatte. Vielleicht, wenn ich Mondo darüber rede, fühle ich mich dann besser. Ja, das wird helfen. Er war sein Vorbild. Und er dachte, dass er nur mit Mondos Hilfe sein gewünschtes Ziel erreichen könnte. Correct. Deswegen tat also Mondo, was er tat. Er wollte sein Versprechen mit Chihiro nicht sprechen. Na, was denn? Achso, der Grund, weshalb Mondo Chihiros Leiche in die Mädchenumkleide brachte. Indeed. Ja, genau das. Wollte er nicht damit die Geschehnisse verdecken? Certainly. Das hätte Teil seines Gedankengangs sein können, aber ich bezweifle, dass das der Hauptgrund gewesen ist. Seine echte Absicht war es, sein Versprechen unter Männern mit Chihiro zu halten. Aber wie konnte man es halten, wenn man die Leiche bewegte? Einfach. Wenn wir nämlich sofort gewusst hätten, dass er in der Jungenumkleide getötet worden wurde, hätten wir diskutiert, wie er überhaupt da reingelang. Sobald solch eine Diskussion gestartet worden wäre, hätten ein paar von uns seine Identität in Frage gestellt. Er wollte Chihiros Geheimnis beschützen, indem er ihn in die Mädchenumkleide brachte und sein Handbuch stahl. Dann tat Mondo all dies, um sein Versprechen zu halten, nachdem er ihn getötet hat? Warum willst du so das tun? Je mehr ihr redet, desto weniger verstehe ich. Ich meine, ihr hattet doch aneinander vertraut. Also warum hast du... Weil niemand das erfahren durfte. I knew it. Das war also der Auslöser? Die Möglichkeit, dass jemandes Geheimnis öffentlich gemacht werden würde. Das ist unmöglich. Nichts konnte so schlimm sein. Etwas, das niemand erfahren konnte. Etwas, das dich zum Mord trieb? Unmöglich.
Don't make me repeat Ja, muss ich mich myself. noch wiederholen. Andere anhand deiner Standards zu bewerten, ist arrogant. Selbst wenn du es nicht verstehen kannst, tut er das. Das erinnert mich. Warum erzähle ich euch nicht das Geheimnis, das Mondo niemandem sagen wollte? Hey, Wisst ihr, was Mondo tat? Er tötete seinen eigenen Bruder. Mondo, der ultimative Gangster, ein Problemfall in den polizeilichen Akten, ein Dorn im Auge. Warum trat er solch eine Gang... Was? Warum trat er solch eine Gang bei? Ganz einfach, es gab da jemanden. Mondos älterer Bruder hieß Daya Owada. Mondo respektierte ihn stark. Nur wegen Daya bekam Mondo sein erstes Motorrad. Ja, warum mache ich jetzt Sidesteps? Ehrlich, Amaru. Einfach so, stell dir vor, wir reden über was Ernstes, ich mache dann so Sidesteps. Mondo respektierte ihn stark, nur wegen Daya bekam Mondo sein erstes Motorrad. Mondos Bruder war seine einzige Familie, die einzige Person, die er vertrauen konnte. Er wollte ihm gerecht werden, also imitierte er ihn allem. Mondo war das perfekte Beispiel von Eifersucht. Währenddessen formte sein charismatischer älterer Bruder eine lokale Motorradgang. Und kurz danach wurde seine Gang einer der respektiertesten im ganzen Lande. Daya, der ältere Bruder, Nummer 1 im Clan, und Nummer 2 Mondo, der jüngere Bruder. Zuerst war alles gelassen. Aber als Mondo erkannte, dass er irgendwann die Gang seines Bruders übernehmen musste, nagte der Einfluss von Daya an Mondos Seele. Das Frischfleisch soll Dayas Platz übernehmen? Daya erschuf diese Gang, Mondo ist nur Staub. Muss jemand wirklich unser Anführer sein? So wäre die Gang scheiße. Fast jeden Tag hörte Mondo Geflüster und Ratsch der anderen Gangmitglieder. Er hatte Angst. Und deswegen? Ich muss stärker werden als Daya. Einmal, nur einmal. Egal was, ich muss gewinnen. Egal was, ich muss gewinnen. Und in der Nacht des Rücktritts seines Bruders forderte er ihn zu einem Straßenrennen heraus. Aber während des Rennens geschah die Tragödie. Der eifersüchtige Bruder gab Gas mit rücksichtsloser Geschwindigkeit, er raste in den anderen Verkehr. Das war sein Fehler. Sterbend, Daya überbrachte Mondo seine letzten Worte. Vergib mir, das war nicht so geplant. Natürlich wusste er, dass es die Schuld seines Bruders war, aber Daya hatte ihm niemals die Schuld gegeben. Der Rest liegt an dir. Du musst die Gang zusammenhalten. Weil wir sie bildeten. Es ist ein Versprechen. Er entschied, die Wahrheit in der Gang zu verheimlichen, damit sie nicht zugrunde ginge, damit das Versprechen nicht sterbe. Er hätte niemals zugeben können, dass seine eigene Schwäche den Unfall verursachte. Und deswegen wuchs die Gang unter der Führung des Anführers, der seinen eigenen Bruder besiegte. Daya sah, dass er verliert und beging Selbstmord. Dies wurde zur Erklärung des Vorfalls. Mondos Lüge wurde zur Wahrheit. Er wollte die Gang so verzweifelt leiden, also locker über den Tod seines Bruders. Ich bin stark. Stark. Und trotzdem erkannte er, als das Mordspiel begann, dass er ein weiterer Schwächling war, der jede Sekunde sterben könnte. Und dann erkündigte der entzückende und süße Monokuma die Geheimnisse das Motiv an. Er wusste Mondo schon sofort, was es war. Mondo tötete seinen eigenen Bruder. Egal was, die Gang dürfte es nicht erfahren. Und wenn doch, dann wäre alles ruiniert gewesen. Alles, was wir bildeten, wäre zerstört gewesen. Sein Tod, meine Schuldgefühle, alles wäre vergebens gewesen. Deswegen nachdem ich das Motiv sah, fühlte sich mein Kopf mit irgendwas, was mich auf das Ende vorbereitete. Lange fühlte ich sowas nicht. Ich wusste nicht, wie es aufhört. Ich wusste nicht, was ich sagen oder denken soll. Und schließlich erkannte ich, dass irgendwas. Es war Angst, die gleiche Angst, die ich bei dem Rücktritt meines Bruders hatte. Daher wusste ich, dass jemand sterben würde. Ich wusste allerdings nicht wer, wo, wie und wann. Genau dann fragte mich Chihiro, ob ich ihn trainieren würde. Und genau dann sagte er mir sein Geheimnis. Ernsthaft? I'm sorry. Also, ich hab dich angelogen. Aber warum? Warum jetzt? Warum sagst du mir das denn jetzt? Huh? Weil du bildest dein Geheimnis die ganze Zeit für dich und jetzt da ich es weiß... But
Mir egal. I want to change. Ich betrug alle in meinem Umfeld. Ich bin schwach. Ich will diese Version von mir auf ewig löschen. Seine Worte stachen wie ein Messer. Er konnte sein Geheimnis offenbaren. Ich nicht. Ich muss mich verändern. Ich will nicht mehr schwach sein. Ich bin stark. Also kannst du... du bist stark. Also kannst du mir helfen, richtig? Mir egal, was dein Geheimnis ist. You piece of... Erwartest du jetzt, dass ich das dir sagen werde? What? Nur weil ich stark bin, soll ich dir mein Geheimnis erzählen? Einen Scheiß werde ich tun. Huh? Ich war erneut eifersüchtig. Ich war eifersüchtig auf die Stärke von Chihiro. Er hatte die Kraft, seine Schwäche zu überwinden. Er hatte die Kraft, seine Schwäche ins Auge zu sehen. Solch eine Stärke hatte ich nie. Ich war einfach eifersüchtig. Und dieses Gefühl... What? Willst du mich verarschen? Ich bin stark, willst du mich verarschen? No! Nein, tu ich mich, du bist wirklich stark. Ich konnte etwas knacken hören. Etwas in meinem Kopf. Was erwartest du von mir? Was soll ich tun? Soll ich mein Geheimnis offenbaren? Jahrelang ohne Verbindung zerstören? Mein Leben ruinieren? What's wrong? Warum musstest du mir das sagen? Wolltest du dich lustig über mein... Machst du dich lustig über mein Versagen? I just wanted to... Ja, ich bewundere dich. Ich bewundere deine Kraft. Yeah, that's right. Richtig, ich bin stark. Stark. Gott. Stärker als du. You son of a bitch. Und stärker als Daya. Danach weiß ich nichts mehr. Als ich wieder aufwachte, lag er auf dem Boden, blutend. Ich hatte die Hand in meiner Hand. Ich sah ihn an, wie er kalt auf dem Boden lag. Ich habe ihn getötet. I killed Chihiro. Ich habe Chihiro getötet. Even after all this time, I'm still just as weak as I've always been. And thanks to that, I did something I can never take back. Er war immer so aggressiv, wütend. Er hatte seine schwache Seite von allem versteckt. Das war sein Geheimnis. Wie Chihiro. Eine Schwäche, die in seinem Herzen lebte. Eine Schwäche, die ihm zum Mord anstiftete. Verdammt. Ich halte ihn noch an, genau wie ihr. Für ein Geheimnis der Vergangenheit, für eine Erinnerung. So etwas hatte er ein anderes Lebewesen im Hinterhalt getötet. Er konnte sich nicht von seiner Reue in die Außenwelt abschneiden. Er weiß nicht, was wahre Stärke ist. Seht ihr irgendwo Hoffnung darin? Ich tue es nämlich nicht. Oh Gott. Wage nicht, solche Worte in den Mund zu nehmen. Okay, ich sage es noch mindestens 100 Mal. Wenn wer kann, ist das nicht gerade tun. Das Publikum wartet schließlich heiß auf die Bestrafung. Bestrafung? Du meinst die Exekution? Das habe ich doch versprochen, nicht? Der Täter, der die Harmonie stört, muss leiden. Moment. Now then, I prepared a very special punishment. Nein, warte. Let's give it everything we've got. It's punishment time. Sorry, man. I couldn't keep the promise we made. From one man to another. Game over. Mondo has been found guilty. Time for the punishment. The Cage of Death. Alter. Sick. Ein bisschen. I. R.
Keine Ahnung, wie das funktionieren soll, aber... Lache den Tod an und deine Seele lebt auf ewig in Frieden. Das kann ich. Nein. Ein weiterer Mord, eine weitere Bestrafung. Ich will erneut fühlen dürfen. Das Leben wird so billig behandelt. Ich glaube, ich werde wahnsinnig. Was soll ich tun? Während Tagas Schreie durch den Gerichtssaal klingen, erkannten wir erneut, wie schaurig die Situation ist. Aber dann... Was für eine Enttäuschung. Das war das Ende. Yakuya? Du bist völlig wahnsinnig. Weißt du das? Jemand ist gerade gestorben. Für immer. Naturally. Natürlich, denn wir befinden uns in einem lebensbedrohlichen Spiel. Hey. Ich habe eine Frage für dich. However. Warum? Warum maskiertest du Mondos Mord? What? Warum? Ist es nicht offensichtlich? Dies macht es viel interessanter. Seine Stimme war ruhig, keine Gefühle tragend. Sie erinnerte mich an die Stimme des Todes. Letzte Nacht, als die Tragödie geschah, war ich wie üblich in der Bücherei. Honestly. Also hast du auch die Nachtregel gebrochen? Verstehe. Diese Regel ist mir gleichgültig. Ich kann mich nicht erinnern, zugestimmt zu haben. There is nothing to be done. Von mir aus. Bitte fahr fort. Es war sehr spät nachts, als ich entschied, zurück auf mein Zimmer zu kehren, aber ich sah etwas. Ich sah Mondo aus den Mädchenumkleiden rennen. Nachdem er fort war, sah ich dort eine Leiche. Also, warst du Zeuge des Mordes? Es war solch er hatte nicht den leisesten Schimmer, dass ich ihn gesehen hatte. Also, kanntest du den Mörder schon die ganze Zeit? That's right. Natürlich, aber wenn das Ende gewesen wäre, wäre es doch schon langweilig gewesen, nicht wahr? Ich meine, was für eine Zeitverschwendung wäre das gewesen, den Mörder sofort zu entlarven. Weswegen ich ihm half. Ich dachte, es würde die Atmosphäre hier beleben. Du hättest all das getan, um die Atmosphäre zu beleben? I see. Nachdem du also über Genocide Jack Bescheid wusstest, benutzt du diese Information, um einen falschen Tatort zu erschaffen? Ah Mann, wenn wir den Täter nicht gefunden hätten, wärst du auch gestorben, richtig? Bitte, natürlich hätte ich die Wahrheit offenbart, wenn die Situation brenzlig geworden wäre. Aber, wäre das die Beihilfe? Gibt's sie nicht. Der Komplize stirbt auch. Nur der Mörder. Es kann nur einen geben, nur der Mörder schafft es zu entkommen. Komplizen nicht. Das Spiel ist ein bisschen anders. Yakuya sah mir direkt in die Augen. Ich konnte seine Adleraugen kilometerweit führen. Wegen einer bestimmten Aussage einer bestimmten Person ist dies niemals passiert. Was für ein Experiment. Wenn ich also töten möchte, dann weiß ich wen. Das ist eine Drohung? Das war also dein Grund. Zufrieden? Indeed. Ja, wir sind fertig. Themenwechsel. Hey. Ich habe auch eine Frage für Monokuma. What's this? Ah, ich bin dran. You. Du magst es, Bestrafung auszuführen, korrekt? Warum? Magst du sie? Aber wisst ihr, die Bestrafung, die Verzweiflung, nicht nur ihr sollt an denen leiden. Die Menschheit selbst soll leiden. What? Du übertreibst. Ich übertreibe nicht. Diese Bestrafungen werden durchgeführt, um Hoffnung in Verzweiflung zu entwickeln. Damn. Was meinst du damit? Mein? Meinen? Was ich damit meine? Mein begeisterter Biobauer Bill. Ich kapiere nicht, warum ihr aus einer Mücke einen Elefanten macht. Was auch immer, ist egal. Letztendlich werde ich der einzige Sieger sein. Dann wird alles nur mit mir offenbart, dem Überlebenden. Ah, der noble Sohn einer noblen Familie. Natürlich verstehst du mich, mein Schnösel, du. Ich glaube, wir werden Freunde. Klappe, als ob ich mich mit Abschaum wie dir etwas zu tun haben will. Lass ich dir eines klar sein, Drahtzieher. Sobald ich den Sieg errungen habe, bist du dran. Ich werde dich finden und töten, verstanden? In the name of my family. Im Namen der Togami-Familie, für den Sieg alltägliches Brot ist. You're getting all riled up. Oh cool, du bist wie ein Protagonist eines Spiels oder so. Yakuya ist mein Husbando gehört. Okay, ich schwöre, ich werde dich töten. Temperament. Ich glaube, jemand braucht seinen Schönheitsschlaf. Oh Gott. Auch Monokumas Lachen hallte jetzt im Gerichtssaal wieder und so schloss sich der Vorhang des zweiten Falls. Aber das war nicht das Ende. Das Mordspiel hat gerade erst begonnen. Der Drahtzieher würde es niemals enden lassen. Für die Überlebenden multiplizierte sich die Angst und die Verzweiflung mit jedem Tod. Manchmal denken wir, dass ein blinder Welpe in der Hölle mehr Zukunft als wir hat. All unser Mut, unsere Anstrengungen, unsere Freundschaft, alles war schließlich vergebens. Dies war die Despair's Peak. Despair's Peak, nicht Hope's Peak.
Well, anyway, like I was saying... Auch noch verwirrt. Also gegen mich kannst du nicht wetten, weil ich weiß ja, wie das Spiel ausgeht. Deswegen sage ich da nichts. This is a pretty good spot. Yeah, a really good spot. Anyway, isn't it amazing how that girl went and killed someone before things even had a chance to get boring? Once things really get moving, it'll be like a roller coaster. There won't be any stopping it. Fear and despair charge forward at a speed nothing can hope to match. But I must admit, I'm disappointed. I went to all the pain and effort of making you part of the group, and you couldn't play your part. You do remember you were supposed to make the first move, right? Well, no biggie. Nothing we can do about it now, so just do your best to make things more exciting from now on, okay? After all, that's what everyone wants to see. Es gibt etwas, das ich dich fragen möchte. As long as you don't want to know my measurements, fire away. Wer ist es? Wer ist der 16. Student? Ooh. My, you really took me by surprise there. I know I said you could ask anything, but super denied, ultra denied, demonic denied, because you see, that's my ace in the hole. And nobody'd be dumb enough to reveal that, right? No matter how close they were to their friends. Verdammt. Kapitel 2, Reue. Ende. Überlebende noch 10. Fortsetzung folgt. Crazy Diamond erhalten. Aber das ist das nächste Mal. Gut, dann mache ich mal eine kleine Pause, mir was zu essen. Und dann würde ich weiter mit Final Fantasy machen. Da nochmal hoffentlich es schaffen, es sind dann noch 2 Quests von Hildebrand, die will ich gerade noch fertig machen. Und noch ein bisschen grinden, würde ich mal sagen. Okay, dann kurze Pause. Und wäre dann gleich wieder da. Bis gleich.